mal den Ton hoch. Ich stelle ja immer mal das ein bisschen runter. Wir können ein bisschen sammeln gehen, wir können nach Kisten schauen und ja, haben wir einfach mal geplant. Habe ich nicht. Wahrscheinlich mache ich noch ein bisschen die Story voran. Ich mich da ein bisschen verdrücke aktuell. Wir brauchen halt Käfer. Da brauchen wir Käfer. So ein bisschen eine Übersicht, wo welche sind, habe ich. Bin ich gut darin? Nein. Ja, hallöchen, Shanti Pat. Wie geht's, wie steht's? Ich hoffe ja gut. Meisten Käfer, zumindest so, was ich mir einbilde, wir sind an der Küste entlang, dann in der Höhle und ansonsten habe ich noch keine Übersicht. Ja, da kann man eigentlich rüber, einfach über die Brücke. Einfach mal schauen, ob ich das finde, was ich möchte. Ja. Aber das mit dem Finden, ja. Ist bei mir gar nicht mal so leicht. Aber wird schon werden. Oder sollte. Moment. Ich sehe gerade was. Da hat das Mikrofon nicht drin. Wieso hast du das Mikrofon nicht drin? So, jetzt. Ich wollte mir schon sagen. Ein kurzer Blick genügt und man sieht, ich weiß nicht, warum er es nicht gespeichert hat, aber er hat das nicht drin gehabt. Jetzt haben wir auch ein bisschen Bewegung beim Model. Kannst du mich bei Genshin adden? Es ist leichter, wenn du es machst. Also so gesehen, UID ist hier. UID ist auch hier unten. Ja gut, hier unten sieht man sie nicht so, aber... Dein Avatar ist gut, vielen Dank. Generell bin ich bei Genshin, ja, immer recht aktuell dabei. Mir fehlen eigentlich nur noch Kleinigkeiten. Mir fehlen so gesehen die Charakterstories, die 2 und ja, ansonsten ein Nebengedöns, was ich noch machen müsste. Also ich habe nämlich noch, jetzt muss ich es nur noch finden. Ah ja, ich habe die Energieblöcke noch, die müsste ich so gesehen, also die kann man in so ein paar Dinge einsetzen oder rausnehmen. Auf jeden Fall ist es eine Quest, die so gesehen nicht als Quest gekennzeichnet wird. Man muss so ein bisschen rumsuchen. Aber die wird, da ist so gesehen noch was so Offenes, aber ansonsten. Also zumindest von dem, was ich aktuell so weiß, habe ich ansonsten soweit alles fertig.
Ich muss den Ruinenwächter erledigen, aber Ruinenwächter ist eigentlich nicht schwer. Und wenn du mich adden willst, so gesehen, die Nummer hier, 70124 2989. Also ich kann es auch länger aufhalten. Vielleicht könnte es eigentlich sonst auch mal... Ja, eigentlich eine Hälfte muss ich es nicht. Ich muss halt nur einfach nur Bescheid geben, wenn ich es... Ah, sonst muss ich es wirklich mal im Chat schreiben. Das könnte man zumindest auch als Befehl reinmachen bei dem Bot. Ja. Ja gut, Kristalle brauchen wir sowieso. Ja, kannst du machen. Ich schreibe es einfach mal schnell. Aber das, 24, 298 und 9. Bin ich eigentlich überhaupt jetzt richtig? Natürlich bin ich nicht richtig. Ich wollte eigentlich hier rüber. Ich habe nicht drauf geachtet, wo ich überhaupt hinlaufe. Ich hätte später spiele Genshin auf dem Handy von meiner Mom. Ja. Ich kann nur PC empfehlen, was Genshin angeht. Auf dem Handy würde ich nicht klarkommen. Ja, komm her. Brauchst du keine Kerne aktuell. Zumindest nicht unbedingt, aber wenn sie schon mal da sind, nimmt man sie halt einfach mal mit. Moment. Das war uninteressant. Ach soll's. Wenn ihr schon mal da seid. Wie gesagt, uninteressant. Ich muss mir ein Handy selber kaufen, habe schon 97,76. Und das Handy, was ich haben möchte, kostet 250. X-Cover 5. Sagt mir gar nichts. Bin beim Samsung so gesehen irgendwie hängen geblieben. Und seitdem immer wieder mal ein neues, wenn's, ja,
Wenn das alte nicht mehr so das macht, was es soll. Daher, ich komme damit zurecht. Läuft. Aber ich nutze das halt auch nicht wirklich für Games. Gesehen, wenn man wirklich ein Game-Handy haben möchte, da gibt es ja richtig teure, aber ja, es ist immer noch so ein Ding, muss man sowas haben, braucht man sowas. Und bei Handy-Games bin ich dann halt dann doch eher so ein bisschen zwiegespalten. Bei dem die meisten so denken, ich fange so kurz an und dann gibt es immer so den Punkt, wo man eigentlich keine Lust mehr drauf hat. Eigentlich wollte ich Käfer haben. Ja gut, die Dinger baue ich auch. Ich nehme mal mit. Ich sollte mich am besten auf Punkte konzentrieren, wo ich weiß, da sind Käfer. Das Schöne ist, ich habe aktuell keine Punkte, wo ich sagen kann, ich weiß, da sind Käfer. Ich weiß nur, ich brauche Käfer. Aber was interessant wäre, gut, ich könnte mal eigentlich hochleveln, dann müsste ich alles haben. Ja gut, müsste ich. Da fällt mir ein, wir haben noch den... Er passt irgendwie zu ihm. Aber das, was wichtig war, gut 16. Die Zahnräder ist das andere, aber erstmal 16 Käfer. Sind doch zu viele. Dezent zu viele. Was könnte sein, dass wir hier in der Höhle was finden? Ich bin mir nicht sicher. Der Charakter, den du spielst, sieht ein bisschen aus wie... Thea? Aus Honkai? Also das wäre zumindest die erste Verbindung, die ich jetzt hätte. Nein, ich dachte, es sowas war. Das ist uninteressant. Das ist uninteressant. Hier gibt es also gar kein Käfer. Nur Bücher. Nö. Bücher habe ich keine Lust gerade. Außerdem, das hatten wir uns schon mal angeschaut. Ich habe auf Käfer spekuliert. Aber Zahnräder brauchen wir, also bleiben die hier nicht verschont. Mein Lieblingsanime, würde ich sagen, Umineko no Koroni. Das war ein bisschen älter und ist halt mehr in Richtung Horror, aber das ist toll. Ich bin so gesehen, was aktuelle Animes angeht, nun auch nicht immer so hinterher. Ich gucke Animes, wenn ich Lust drauf habe und wenn sie gerade da sind. Meiner Sasaki und Miyano, Diplomat Neverland.
Hatte ich sogar schon mal gehört, so vom Namen her. Aber ich kann es gerade leider nicht zuordnen. Gesehen, wenn ich ein Bild habe, bin ich da meistens eher drin, als dass ich so einen Namen höre. Meine Lieblingskategorie in Manga, bei den Mangas bin ich halt gar nicht so hinterher. Ich schaue dann eher die Animes, als dass ich dann den Manga lese. Muss ich da leider so mal so zugeben. Ich hatte zwar schon mal angefangen zu sammeln und so, aber ja. Aber dann vor allem auch digital. Ich frage mich, ob es einen Manga gibt für ein Genshin Impact. Ich glaube, es gibt sogar einen. Bin mir aber nicht sicher. Aber ich meine, dass es da irgendwie was gab. Nichts Großes, aber dass es da irgendwie müsste es da, glaube ich, was geben. Also Fan-Animes wird es auf jeden Fall irgendwie, also vor allem Fan-Animes, Fan-Mangas wird es auf jeden Fall so ein bisschen geben. Aber ich glaube, da gab es auch offiziell was Kleines. So, brauchen wir nicht. Ach, kommt her. Geht ihr mir nicht auf den Geist? Aber irgendwie hier finde ich eh keinen Käfer, den ich haben möchte, wie es so aussieht. Ich meinte eigentlich, dass sie irgendwie in der Küste verteilt sind. Geh mal in die Höhle. Da weiß ich wenigstens, da gibt es welche. Bevor ich da so sinnlos rumwandere und dann nichts finde. Oh, Bären haben wir. Die haben wir. Oh, das meiste brauchen wir halt gar nicht. Und hier höre ich doch den Käfer schon. Nummer 1. Deswegen, ich wusste, hier gibt es auf jeden Fall welche. War's das schon? Scheinbar. Ich mag da nicht drin stehen. Und so geht's schneller. Nummer 2. Jetzt heißt es dann nur noch Nummer 3 und 4. Vor allem, wo finde ich am besten oder am meisten Käfer? Ich weiß es nicht. Kannst du mal Uwu sagen? Uwu? Bin da definitiv nicht der Richtige für.
In die Tiefen der Tiefen. Ich kann es auch nicht so gut, aber es war schön cute. Es war schon gut. Bei cute bin ich ja meistens eigentlich eher raus. Ich sehe mich nicht als cute. Definitiv nicht. Das sind die komischen Zahnräder. Sie irritiert immer. Und noch ein Käfer, sehr schön. Der einzige Grund, warum ich mich hier überhaupt wieder hin, ja, beirre. Aber dein Avatar ist cute, ja. Der ist auf jeden Fall schön. Da habe ich eine gute Wahl getroffen, würde ich sagen. Für TTS kommt da ja noch eine kleine Katze. Die ist auch schon so gesehen für gut befunden worden. Von den einen und oder anderen. Ich höre was, aber ich sehe nichts. Ich habe so ein Summen im Ohr. Mensch. Das hier. Gut. Damit ist das Summen oder das Brummen, wie man das bezeichnen möchte, weg. Auf geht's. Geht das nur hier lang oder gab es hier noch einen Weg? Da ist auch ein Weg. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Oder besser gesagt, wo kam ich jetzt her? Nee, das ist der Reaktor. Das weiß ich, das ist der Reaktor, da brauche ich nicht hin. Ist so gesehen uninteressant. Also sollte es? Ich habe keine Ahnung. Es gibt einen Pad-Befehl sogar. Also mit Ausrufezeichen Pad oder mit genug Punkten. Aktuell geht das noch. Das werde ich dann noch umstellen. Das nur, dass der Befehl dann so gesehen dann doch so wie Witz oder für, ja, sagt man so, für Mods und Vips vielleicht dann nur noch vorhanden ist der Befehl, aber aktuell funktioniert er noch. Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. Bam, 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 bam. Käfer, Käfer, Käfer. Ich liebe die Pads. Ja, die sind schön. Ich habe da so gesehen in 2 verschiedene schon, aber ich habe den nur den einen zugeordnet. Aber gibt's ja auch verschiedene. Manche sind hübsch, andere sind relativ, ja. Aber ich sage mal so, zu einem animierten Charakter sollte man schon ein bisschen so Richtung gezeichnet was haben und nicht dann, weil's auch so 'n RL-mäßig sowas gibt und das finde ich dann eher unpassend. Kann man zwar verwenden, aber ja, ich finde es persönlich unpassend. Hm. Ach, ich mache jetzt einfach die Story. Ich habe keine Lust jetzt zu suchen. Wird schon lustig werden, denke ich mal.
Palais Memonia. Betreten, natürlich. Wer weiß, was uns jetzt erwartet. Erstmal nichts. Schade. Wenn ich schon mal hier wieder reingehe, kann ich ja noch mal gucken. Geht hier noch was auf? Gibt irgendwie hier eine Kiste, für die noch irgendwie verbuddelt ist. Moment. Im aktuellen Ort nicht anwendbar. Ja, schön. Ich habe einen Kompass, den ich nicht benutzen kann hier. Das spricht natürlich für das Gebäude nicht. Aber dann ist hier zumindest nichts versteckt. Wait, did I hear that right? Monsieur Nervalet, are you sure you'd like to take over the case yourself? Ja gut. Moment. Wenn ich das gerade so sehe. So. Damit das nicht sich komplett. So. Passt das dann, denke ich, besser. That's right. Oh, but why? Technically speaking, cases like this are better left to the guards. Neverlet, Sadine! Hey there! What are you two talking about? Ugh, Traveler in Paimon, please help me talk our Chief Justice out of this. He wants to investigate a case on his own. Now, this is completely unprecedented. How can we have the Udex acting like a private detective? Ziehst du eine berufliche Neuorientierung in Betracht? Thank you for your concern, but I currently have no such plans. Oh, apologies. I took your question in earnest, but it now occurs to me that it was most likely in jest. Discord-Server ist unten in den Panels verlinkt. Deswegen heiße ich auch Shantipat. Also Genpattest. So, what is it exactly? It sure sounds serious if it's something you've got to investigate personally. A Melusi named Kiara received a threat letter. And then? That is all the information I have acquired at this stage. I have no idea why you're so hung up over this. I've checked the schedule in advance, and it seems like there aren't any trials today. So, if you insist, I have no objections. Thank you for understanding. I will leave a note explaining my absence on my desk. I would appreciate it if you could take it to Lady Farina. She may have no interest in official affairs, but standard procedure dictates that I'm still responsible for reporting to her. Yes, understood. I'll come back later and deliver the note to her. Na dann auf wie. Judging from Sadine's reaction, it must be pretty rare for you to investigate stuff personally. What's so special about this case? Hast du schon die Story von Xiao? Ja, die Story von Xiao habe ich schon durch. Also, so gesehen, die aktuellen Stories fehlen nur noch die 2 von den Charakteren. Ansonsten ist alles soweit durch. I cannot tell you just yet, but it reminded me of certain past events. There could be complicated conflicts of interest behind all this, so I must eliminate all risks in advance. Kannst du uns mehr darüber erzählen? Come on, stop being so secretive. We still have no idea what's going on. It is not my intention to keep you in the dark, but I need some time to revisit those memories and collect my thoughts. Long story short,
A little more than 400 years ago, I became the Iudex of Fontaine and initiated a series of institutional reforms. There were few people I could trust, but I had two subordinates who were exceptionally trustworthy and capable. Carol, a Melusine, and Vautrin, leader of the Special Security and Surveillance Patrol. They must have been amazing people to receive such high praise from you. Indeed. Unfortunately, I wasn't able to protect them. The reforms damaged the interests of some, and the more conservative faction took advantage of Carol's identity to instigate political unrest. Ultimately, they wanted me to yield more of my power. The incident resulted in Carol taking her own life, and Vautrin being exiled. From then on, I've been especially careful when dealing with cases related to Melusines. Der Täter scheint zu wissen, wie er Melusine gegen dich einsetzen kann. All Melusines used to live a secluded life away from human society. I granted their wishes when some of them, including Carol, asked me to bring them to the court of Fontaine. Many common folk believe that I share a special bond with the Melusines, and whatever they do can be traced back to me. Some of them, especially those who hold a grudge against me, exploit that belief and stir up conflict over Melusines in an attempt to lay the blame on me. I have nothing against the opinions of others, but the moment a whirlpool of conspiracy forms, it inevitably affects the innocent. It has already happened once, and I want to make sure it does not happen again. Even so, why do you have to be the one investigating? There's the guards, the Maréchaussée Phantom, and the Special Security and Surveillance Patrol. Aren't they more than enough to figure out what's going on? Es gibt viele, die sich drum kümmern können, aber am Ende macht er es. Passiert was im Spiel, was mit Liebe, im Großen und Ganzen würde ich sagen, was Liebe angeht, teils, je nachdem, wie man Liebe, ja, wie man das deutet. Aber so Herzschmerz oder so, im Großen und Ganzen eher weniger. Based on prior experience, there is a high chance that those who hold hostility towards me do not belong to the same department. The political system of Fontaine is relatively complex and involves the interests of multiple different factions. However, since I am technically an outsider in Fontaine, a lot of trouble could be avoided if I personally took on the case. Outsider? But aren't you the Chief Justice of Fontaine? Why would you be an outsider? Weil er nicht so richtig dazugehört. I understand where you are coming from, but there is not necessarily a connection between my responsibilities and how I perceive myself. Als Richter ist man so gesehen ebenso immer in der Außenseite. Weil man ja über das Recht des Einzelnen urteilen muss. Und am Ende... Boah. Man ist auf der einen Seite gern gesehen, auf der anderen Seite nicht gern gesehen. Es kommt darauf an, wie man zu dem Gesetz steht. You know very well about my true identity and have even met others of my kind in other nations. Ja, du bist der Hydrodrache. Even though I was born with a human form, there is a fundamental difference between dragons and humans. Taking on the role of Chief Justice does not make me a part of this community. In fact, the status I was granted has prevented me from forming deeper bonds with others. I have lived in Fontaine for a long time, but I do not belong here. That is why I call myself an outsider, a fish out of water. Da sind wir in Fontaine auch Außenseiter. Yeah, we have nothing to do with all those organizations anyway. So how about we come with you on your investigation? Let's team up and round up all the bad guys lurking in the dark. That does not sound like a bad idea. I rarely investigate cases on my own, but with professionals like you around, I'm sure it will go a lot smoother.
embarrassed. Just leave it to us. I will write my note of absence right away. Let us depart together once I'm done. Let us go. We should visit Kiara first and try to gain a better understanding of the situation. So Neuvillette feels like he doesn't truly belong here in Fontaine, but is that really true? Paimon feels like he has a kinda skewed perspective on a lot of things. Anyway, let's catch up with him first. Ja, er hat mit der Perspektive, das stimmt schon. Er sieht das alles aus einer ganz anderen Perspektive als ein normaler Bürger, als ein normaler Bewohner. So eine leicht verzerrte Sicht. You called yourself a fish out of water, right? But since you're the Hydro Dragon, would a dragon out of water suit you better? These newcomers are full of Thank you for your suggestion. I will consider using the more accurate term in private occasions. Please allow me to rephrase. Has a dragon out of water? Ugh. That sounds kind of weird. Let's stick with the previous version instead. Bei der alten Formel. Wo müssen wir denn hin, bevor ich hier irgendwo... Dahin. I never thought I'd see him here. Does anyone have a camera? The weather's amazing today. Die Sonne scheint. Die Hunde sind, ja, liegen rum. Kiara. Kannst du mal Miau sagen? Monsieur Neuvillette! And you are? Oh, I remember. You're the Traveler and Paimon. I've heard about you. Ja, wir sind auch bekannt. Aw, she's adorable. Hey there, it's nice to meet you. Thanks for the compliment. Is there anything I can do for you? I heard from Sidine that you received a threatening letter. A threatening letter? Oh, right. I remember now. Kann es ja nicht so wichtig gewesen sein. The letter fell through the crack in my door as I was heading out this morning. It said something about catching me, so I thought someone wanted to play hide and seek. But Sidine told me it was a threatening letter, and that I could be in danger. But that's not gonna happen with everyone looking after me, right? Have you run into any suspicious-looking people recently? Suspicious-looking people? What counts as suspicious? Jemand, der dich verfolgt. Ah! Did you think of something? Nope. I don't remember meeting anyone like that. Do you still have the letter with you? I want you to show me what it says. Oh, let's see. Found it. Yay. Now then, Was steht drin? get lost. If you don't leave the Maréchaussée Phantom, I will come and catch you in person. Don't say I didn't warn you. A simple threat. Neither the handwriting nor the content itself reveals anything about the writer's intentions. Verbirgt sich diese Person absichtlich ihre Identität?
We can't rule out that possibility. Since you can't think of anyone suspicious, I will be heading back to the Palais Mermonia to review some official documents. Kiara, you should come with us. It's safer if you stay close by. Sure! Wait, no. I still have a case to work on. I promised Alof that I'd check on her place later. But you are being watched right now. Going off on your own could be dangerous. And that's where we come in to help. We'll stay with Kiara and make sure she's safe. With us around, anyone scheming to hurt Kiara can forget about it. Wir sind die besten Beschützer, die es gibt hier in der Stadt. Thank you, Traveler. Big Sis Paimon. Piff, große Schwester Paimon. Don't worry, your big sis Paimon is super strong. All right, let us go our separate ways for now. Please take care of Kiara. We'll take her to a lost place right away. See you around. So, Kiara, how old are you? Let me think. 1, 2, 10? I can't remember. But I remember coming to the Court of Fontaine with Carol and Neuvillette. That must have been a long time ago. Carol? Didn't Neuvillette mention her just now? That was more than 400 years ago. Why would Paimon be a big sister to you? My memory isn't that good. But Carol told me I could address others based on how I feel about them. Paimon feels a lot more grown up than me, so you're a big sis. Huh. Paimon sees. Hey, Traveler, did you hear that? Hast du gehört? Hier wird uns doch eh keiner angreifen. Das ist doch bestimmt Charlotte. Paimon felt like someone was following us. Olaf! Kiara, you're here. Huh? Wait, aren't these two... Oh, they're the Traveler and Big Sis Paimon. I thought so. What brings you here? Wir sind in geheimer Mission unterwegs. All right. Guess I shouldn't have asked. May I begin inspecting the store as planned? Of course. Go ahead. No hazards detected. You've cleared the inspection. Seems like the criminal from that case last month never set foot in here at all. That was quick. What were you inspecting? I took a look around the shop. Neuvillette says that us Melazines have special eyes that can see things people can't. Things like bloodstains. No matter how hard you try to clean them up, we Melazines can see their residual stains for some time. Pretty cool, huh? So gesehen Schwarzlichtaugen. All right. Now that you're done inspecting, can we have a chat? Hear me out. I'm planning to release an outfit for children next month and wanted to hire you as my model. Is that okay with you? Of course! Is there anything I need to do? Please wait a moment while I take your measurements. The sample should be a perfect fit. Seems like they get along really well. Huh? What are you looking at? Da drüben scheint jemand zu sein. Is there really someone watching us? Shh! Let's sneak over and take a look. Ich war irgendwie den Gedanken, dass es Charlotte ist. Strange. Why isn't he back yet? Gotcha! Ich hatte sowas von recht. Charlotte, what are you doing here? Oh, wait, don't tell Paimon
threat letter? What threat letter? Was machst du hier überhaupt? This is starting to feel like an interrogation. Okay, I'll be straight with you. I don't know the slightest thing about that threat letter you mentioned. I only wanted to follow Monsieur Nouvelette and request an interview with him. You want to interview him? That's right. I'm not the only one, you know. Interviewing him is every journalist's dream. But it's not an easy task to accomplish. The Palais Mermonia rarely accepts appointment requests from us, and we never have the chance to interrupt when the court's in session. So imagine how surprised I was seeing him out on the streets today. It seemed like you were investigating something too. The perfect opportunity to whip up an exclusive, don't you think? Oh Mann. Of course, I'll make sure to turn in my manuscript to him for review. I have my principles, and I'd never publish an article without the consent of all parties involved. Es wäre besser, es vorerst geheim zu halten. Yeah, we're doing a secret investigation that can't be made public knowledge. I see. Well, if you say so, I guess I'll put this matter aside for now. Oh, what a shame. Chances like this don't come by very often, you know. In exchange, could you tell me what the threat letter is about? I swear I won't tell. All right then. What? Someone's targeting a cute little Melazine? Shh, not so loud. It just so happens that I did an interview with Kiara. Last month, in fact. It was well received by our readers, so I was planning to continue the series. And now someone's coming after her. I'll ask my colleagues about it. Who knows? We might find something. And don't worry, I know what I'm doing. This secret's safe with me. Ja, das Geheimnis ist bei ihr sicher. Da bin ich mir ziemlich sicher. But I gotta warn you, even if I keep my lips sealed, others will know eventually. Why? People care a great deal about Monsieur Nouvelette's each and every move. Some may have already realized that something was up. Besides, the case involves Melazines, so... Anyway, I'll get going now. What? Well, that was a nice chat. Let's head back and check on Kiara. Ja, zum Glück, sie steht ja noch da, also nichts passiert. What do you think? The design looks pretty good, huh? Natürlich sieht das gut aus. Aber vor allen Dingen, warum ist sie hier? I think it's great! Huh. It's very pretty indeed. Haran! What are you doing here? It seems that you just showed up out of nowhere. As I passed by the Palais Mermonia, I heard that Nouvelette was investigating a case with you. Technically speaking, he and I are under an employer-employee relationship. It didn't feel right to have my employer personally take on such trivial cases. I happen to have some time at the moment, and came to take a look. I sometimes have my clothes custom-made at this boutique, in any case, so we always have a lot to talk about. Ah, Nouvelette sure is lucky to have someone like you. Leave this to me. You should go meet up with Nouvelette. Okay then, we'll leave Kiara in your hands. Come on, let's go find Nouvelette. Kehr zum Palais Memoria zurück. Ja. Machen wir doch glatt. Und Porten geht halt schneller, als wenn ich da jetzt hinlaufen würde. Dann schauen wir mal, was passiert.
Vor allem, was gibt's jetzt eigentlich Neues von ihm? Oh, you're back. Is everything all right? Natürlich. We ran into Cloran. She offered to help us protect Kiara. That is good to hear. I trust her abilities. It looks like Kiara is in good hands. We thought so too. Well, did you find any leads? I've been looking over the case records, specifically inspection reports submitted by Kiara and major cases I've judged over the past decade. Und? I've come up with two plans. On one hand, I could start with Kiara and track down the group behind all this step by step. On the other, I could also analyze the conflicting interests of these major cases and confirm my suspicions if there is indeed a mysterious group that bears a grudge against me. They both sound like pretty solid plans, but can you really finish browsing through all these documents? That's a lot of reading even for Paimon. Don't worry. I'm a fast reader when it comes to official documents. After all, I have several hundred years of reviewing under my belt. We'll help you read through them. We have nothing else to do. Thank you. I will continue looking through the ones piled up on the desk, but feel free to browse through anything else in this room. Ei. Über den Schmuggelfall, über die Bestechung, über den Antrag des repräsentativen Gremiums. Über die Spinner, die Rosula, über die Wiss. Ernsthaft? Kann er das nicht selber lesen? Über den Antrag des repräsentativen Gremiums, so. Das Rezipienzentitel. Oh, upsa. Auf der Grundlage von unserer Sorgen sind die Meinungen, dass Medizin die Popularität dieser Veranstaltung steigern kann. Das Marquisate Phantom hat sich noch nicht dazu geäußert, aber sie hat den Melodien auch nicht verboten, an solchen Aktionen teilzunehmen. Der Schmugglerfall, wir müssen ernsthaft alle 5 lesen. Die Gendarmerie und das Marachose-Phantom haben zusammen einen Schmugglerfall aufgeklärt. Die Hauptschuldigen wurden nach der Schwere ihrer Verbrechen verurteilt. Die Namensliste befindet sich in der Anlage. Über Weasley. Der Angeklagte Weasley hat sich zu all seinen Verbrechen bekannt und wurde von Herrn Neuvillette für schuldig befunden. Weasley wird nach Fort de Meropide verbannt, wo er seine Strafe mit Schweiß und Blut verbüßen wird. Während der Verhandlung schwieg Herr Neuvillette über einen längeren Zeitraum. Wow, das hat uns sehr weit gebracht. Über die Bestechung. Es gibt einen schweren Bestechungsskandal innerhalb der Gendarmerie. Sonderpatrouille für Sicherheit und Überwachung hat den Fall untersucht. Alle beteiligten Verdächtigen wurden festgenommen. Die Verdächtigen haben ihre Verbrechen gestanden. Wow. Über die Spinner di Rosula. Callas, der Präsident der Spinner di Rosula, wurde im Duell besiegt und starb an den Folgen schwerer Verletzungen. Der Kampf um die Wiederherstellung der Ehre ist endlich zu Ende. Der Angeklagte Callas hat zu keinem Zeitpunkt der Verhandlung Einspruch erhoben. Herr Neuvillette hat sich ein Urteil zu diesem Fall enthalten. Die Einzelheiten werden noch untersucht. Have you made any progress? We skipped through some of them, but there wasn't anything useful. Oh, there's so many documents lying around. Just how many cases have you handled? I would love to answer that question, but the truth is I've never made a precise calculation myself. If memory serves me right, there should be at least
100,000 cases. The documents you see are just a small fraction of what's Oh really Gott. Whoa, that's a lot. Looks like the work of a Chief Justice isn't easy at all. Ja, ein Richter hat's nicht einfach. That might be how it seems from another's perspective, but trials and official duties are, to me, simply routine. There are many documents here. Take a break if you are tired. You read Paimon's mind. All right, let us take a break then. Nach 5 Dokumenten in Pause. Weil die waren kurz. Ja, wir halten uns hier schon wieder ran und machen weiter. Even though resting is a part of taking a break, shouldn't we at least talk about something? All this silence is making Paimon feel really awkward. Please pardon my lack of consideration. People rarely come to the Palais Memonia for matters outside of work. To be quite honest, I am not sure what we should do. Would you like to have some drinks, perhaps? You must be thirsty after all that work. Ooh, drinks! Thank you! Oh. Paimon wonders what Novelette likes to drink. Oh, maybe he's a fan of really fancy wines. Könnte man sich gut bei Ihnen vorstellen. Schöner Wein. He seems like the type of person who'd own an entire winery. You know, like T-Luke. What's inside these glasses? It looks just like water. Es ist wirklich nur Wasser. An astute observation. It is indeed water. So it's just plain old water? What did you think it was? Since you're the Chief Justice and all, Paimon thought you'd prefer something more sophisticated. This water is indeed very special. It would not be an overstatement to call it sophisticated. I believe you've already tried Fonta. In fact, there are many other drink factories in Fontaine, including those that specialize in packaging pure drinking water. Said water is sourced from all across Tevat, including Mondstadt's Cider Lake, Liyue's Chintsa Village, and Inazuma's Konda Village. Here is one of their latest products, water from Sumeru's Apam Woods. Und was ist denn dann der Unterschied? If I were to comment on their mouthfeel, the waters of Cider Lake warm the heart. The waters of Chintsa Village have a poignant touch, while one might call the waters of Konda Village placid. Ja. Ja, gut. Also das ist die Erklärung, warum es ein 1 € Wasser gibt und ein 30 € Wasser gibt. Ja. Am Ende ist es nur Wasser, aber es gibt doch Unterschiede. Was man als Normalsterblicher nur nicht wahrnimmt. Distinct differences exist between the waters of each area. You will appreciate their intricacies once you taste them carefully. Really? Let Paimon try! What do you think? Nope. Paimon couldn't taste any difference at all. How regrettable. It seems like you still have a long way to go in refining your tastes. Hey, this doesn't have to do with refining our taste. Paimon's pretty sure most ordinary people can't tell the difference. How did you do it anyway? Er ist ja kein normaler Mensch. Oh, could it be because you're the Hydro Dragon? Das kann sein. We are allowed to bring that up, right?
Sorry. Paimon was just curious. You don't have to answer. There's nothing to hide. I was simply organizing my thoughts. I accepted this position because I wanted to seek out answers to questions that have perplexed me. Questions? Are there really things you can't figure out? Many, in fact. But the one question that puzzles me the most concerns my own existence. In essence, I neither know why I was born in this form, nor do I understand where my long life should take me. I lost many memories from the moment I was born. The primordial sea, for example. I can only vaguely recall its connection to me, but I am unaware of what that connection is exactly. Ist jemand in der Lage, diese Fragen zu beantworten? Perhaps the elemental dragons of other nations may have some form of an answer. However, they are scattered across all of Teyvat. Abruptly visiting could very well pose an unpredictable risk. True. Some of them have very unique personalities, too. I have been holding on to these unanswered questions for a long time. But there is one thing I've discovered along the way. My emotions easily resonate with those of others. Even I don't have the slightest idea what they mean. My guess would be that there are at least some similarities between humans and myself. By observing their behavior, perhaps I could one day understand the meaning of my existence. Verstehe. Have you made any progress then? Perhaps, but I find such progress difficult to describe. As an outsider, chances to engage in meaningful interactions with others are few and far between. That's why I'm quite thankful for this chat. Such opportunities are rare. Alas, time is limited. We should move on with our investigation. Richtig, wir sollten weitermachen. Are we gonna continue reading these documents? Paimon's getting dizzy already. I wasn't able to find any leads even after browsing through most of the documents. But while we were on the topic of water a moment ago, another idea came to me. Water? Do you mean... Lucinbrunnen. That's right. The Fountain of Lucine is where all of Fontaine's waters converge. It is the vessel of countless memories and emotions. If there really were an organization attempting to use Melusines against me, they should also hold an intense resentment towards me. Perhaps we'll be able to find some new leads by sensing the hydro element within the fountain. Huh. Why didn't Paimon think of that? Come on, let's go take a look! Perhaps we should go. There shouldn't be too many people near the Fountain of Lucine during the evening. Time to go. Moment, da können wir uns doch... Bingo, wir können uns einfach hinporten. Monsieur Neuvillette? Monsieur Neuvillette? Oh. I probably shouldn't disturb them. Vögelchen. Looks like we got lucky today. There's hardly anyone around. What should we do next? Oh, Traveler, can you still hear the voices from the fountain? Soll ich noch etwas Wasser des Urmeeres trinken? Perhaps leave the investigation to me. I need you to take a few steps back and keep a safe distance. Natürlich. A safe distance? Neverlet, what exactly are you... Whoa, it's glowing! Was ist gerade passiert? Alles sieht anders aus. Ich sollte weitergehen und mich umsehen.
Alles so farblos. Grau in Grau. Die Erinnerung. Thank you for bringing us here, Monsieur Neuvillette. The Court of Fontaine is truly incredible. There's so many things I've never seen or heard before. I understand your excitement, but there's no need to thank me. Although I have responded to your wishes, it was not without personal interest. Melusine's special sight make them especially suited for joining the Maréchaussée Phantom. I'm certain you'll become an indispensable part of Fontaine's detective force. I know, but I'm really glad to be of help. Not only can I repay you for your kindness, but also, it feels like my life has become a lot more meaningful. Oh, But a meaningful life also comes with its risks. It's definitely the safest to just stay in the village, but I want to see the outside world nonetheless. In truth, I've never really understood the purpose of my existence, or what I'm capable of contributing to this world. For almost 20 years, we've stayed in our village without finding any answers. That's why we wanted to leave our village and look for the meaning of our existence elsewhere. I understand your confusion. In fact, I feel the same way. das ist meist nicht so leicht. I too came here for an answer to my questions about my own existence. Really? Could you tell us what we should do to fit in as you did? The truth is, many people threw rocks at us today and told us to go back to our village. It hurt a lot when they hit me in the head, and I tried really hard not to cry. Logically speaking, both time and effort are essential when different species attempt to peacefully coexist. It will be a difficult road ahead, with countless obstacles to overcome. Different identities and ways of thinking all contribute to strengthening the barrier between one another. Removing it will be no easy feat. There aren't many suggestions I can share, because just like you, I haven't fully integrated into this society. Despite my social status, I am still an outsider. Oh, I see. Let's all do our best then. I'm confident that we'll find the meaning of our existence one day. I believe in you, but you shouldn't lose sight of the difficulties ahead. If you run into any trouble, I suggest that you inform Vautrin, the captain of the Special Security and Surveillance Patrol. Huh? Is he the person I met in the Palais Marmonia earlier? Yes? Do you have any concerns? That stone-faced human. He didn't even bother to look at me when I tried talking to him. It felt like he wasn't interested in anything but work. Oh, die arme Dumpfbacke. He is an earnest man. There will be plenty of opportunities to work together in the future, so please try to get along. Ja, schade. Springen oder sowas geht nicht. Hier kann man wirklich nur laufen. Hello. Can I help with anything? Thanks, but no need. Oh, Jetzt schlechte Erfahrungen gemacht. Und dabei versucht sie nur zu helfen. Und stehst nur auf Ablehnung. I'm Carol. I'm Melusine. Is there anything you need help with? Get away from here! I'm calling the guards. Please, calm down. I don't mean to cause any harm. Hard to say. Yeah, we should probably stay away from these monsters. Haven't you realized? Strange incidents have been increasing ever since they came. Why should we trust this species from who knows where anyway?
I can't believe Nervilet allowed them into the court of Fontaine just like that. Oh Mann. Exactly. That so-called Chief Justice even granted them official positions. Not only that, but they're now responsible for investigating cases as well. I swear, there's some hidden agenda at play here. Go away! Quit acting innocent! I'm not leaving. I won't let you say bad stuff about him. We joined the Mari Shosei Phantom and solved lots and lots of cases. We've never done anything wrong. Solving cases? With Nervilet in cahoots with you. You could have fabricated it all, and no one would know. So tell me, how can you guarantee that you Melazines aren't involved in anything that occurred recently? Didn't I tell you before? Don't go advertising if you're not a good talker. Vautrin? Aside from spreading unjustified rumors, if you continue insulting members of the Mare Shosei Phantom, the Special Security and Surveillance Patrol has every right to subject you to interrogation. There have indeed been an increase in cases recently, perhaps due to the shifting currents of conspiracy, and I understand your concern. However, there's been no evidence pointing towards Melazines being involved. Even the captain of the security patrol is on their side. Nervilet's newly reformed police force is already corrupt to the core. How can two completely different species possibly coexist? You heard that? Yeah. I don't understand. Why won't anyone believe us? There have been rumors saying that you were born from calamity, and that you inherently bring danger to those around you. Dabei sind sie so lieb und hilfsbereit. There are countless negative rumors about you floating around in Fontaine. It's near impossible for you to become a part of this society. Monsieur Nervilet said that we needed to put both time and effort in. I don't know how long it'll take, but I can at least try making my best effort. I still want to try a little harder. Think. Okay, I won't be taking any more of your time. I painted a lot of flyers last night, so I have to stay and hand them out to everyone. Give them to me. You're not gonna take them away, right? We'll hand them out together. The faster we get this done, the sooner we can head back. Gisum! Du bist jetzt auch schon da. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Wie geht's? Wie steht's? Ich hoffe ja gut. Monsieur Nervilet, what's this? Ich komme halt nicht mehr, wenn du das immer sagst. Geht so und dir? War soweit ganz okay. Ich habe halt viele Ideen für den Stream. Ich muss dann halt schauen, wie ich gewisse Dinge halt umsetze und alles. Und ja. Ansonsten ist halt alles ja auch in Ordnung soweit. So gesehen, viel zu tun im Grunde. Aber ansonsten alles gut. Medals of Peace, awarded to you and Vautrin. Thank you for your continued dedication in the past 5 years. You've taken one small step forward in helping Melazines gain the trust of humans. I think I'll pass. Hey, don't say that. We wouldn't have made it this far without you. It won't be long before Melazines begin living peacefully with the humans. Just the thought of it makes me happy. Don't keep your hopes up.
We've barely scratched the surface. There's still a long way to go before that dream of yours comes true. You blockhead! Don't ruin the mood! Vautrin brings up a good point. The trust humans have placed in you is still very fragile. Any small incident could undermine the hard work you've put in. Please be on your guard for the next few days. Yes, sir. Okay, got it! Medal of Peace? Peace isn't going to give us back what's rightfully ours. Are you sure we should do this? We're no match for Neuvillette, even with all our powers combined. What if... Nah, not gonna happen. As long as he remains in his position, there's no chance he'd take us out personally. There are rules even he must comply with in the political sphere, unless he wants to become an enemy of Fontaine. So quit worrying and just go ahead with it. I've already planned out the murder. Once we lay the blame on the Melazines as the person who brought them to the court of Fontaine, Neuvillette will be left with no excuse. I guess you're right. Ugh. If he just left things the way they were, it never would have come to this. But he's forced our hand. Time to teach him a lesson. Ja, alles, was man nicht kennt, ist halt nicht gut. Das ist... Ich würde mal sagen, das Standardverhalten. Das aber nicht gut ist. Nicht alles Neue ist unbedingt immer schlecht. Melazines can't be trusted. That goes for Neuvillette too. Uff. Peaceful coexistence? What a joke. Get out of the court of Fontaine and don't ever come back. Das sind die Leute, die weg sollten. The results of the investigation are in, Captain Vautrin. Go on. There is no direct evidence, but reasonable inference indicates that the ones controlling the situation are supporters of the old regime, whose interests have been undermined by the reform. They tricked Miss Carroll into going to the crime scene and pressed charges against her. After that, they incited panic among the people in order to make Monsieur Neuvillette confess to his mistakes and yield up power. The guards were stopped by the enraged mob and couldn't intervene in time. Miss Carroll chose to sacrifice herself to pacify the situation. And she called me a blockhead. A little investigation would have cleared things up. Why didn't she wait until we'd established the truth? She didn't have to prove her innocence like that. The situation had rapidly escalated to a physical altercation between infuriated citizens and the guards. Miss Carroll might have thought there was no better plan. That is indeed something she'd do. Es gibt immer eine bessere Lösung. Definitiv. Captain Vautrin, should I present these results to Monsieur Neuvillette right away? There's no need. Notify the guards to restrict public access to all information. Restrict access to... Wait, are you planning to... There's something I've never told Carol. I had a little sister named Ilaria who passed away when I was very young. She's just like Carol in every possible way. Innocent, kind, always believing the best of people. People like her are the most vulnerable to deception and betrayal. From the moment I met Carol, I knew that she'd be easily manipulated by others. I kept a cold demeanor and tried lecturing her into giving up. Looks like she was unfazed by that. Yes. In fact, some of her spirit must have rubbed off on me instead. Because I should have known. Those cowards don't have the guts to confront Neuvillette.
They even avoided causing trouble for me. They were after Carol all along. Can you understand how I feel? Right now, there's only one thought on my mind. Only through bloodshed can their debt be repaid. I understand, but I'm certain Monsieur Nervalette wouldn't accept that as a solution. That's exactly why we need to keep this a secret. Give me the list of suspects. What happens after this has nothing to do with any of you. Ja, I will gut. take responsibility for everything. Er versucht, das Richtige zu tun, aber genau das ist das Falsche. Und Selbstjustiz ist nun definitiv nicht der richtige Weg. Auch wenn man es so gesehen nachvollziehen kann, warum, wieso, weshalb. They're hearing a major case today, and the criminal is Captain Vautrin of the Special Security and Surveillance Patrol. Apparently, he resorted to personal measures to seek revenge for Carol and settled the score with the group that framed his friend. Hey, why aren't you saying anything? I'm thinking... we should try our best to bail him out when the trial commences. Bail him out? Why? Shh, keep it down! Haven't you realized? Both Vautrin and Carol are Nervilette's most trusted subordinates. After everything that happened to Carol, Nervilette's guaranteed to do everything he can to keep Vautrin around. Besides, now that the old regime has been uprooted, Nervilette's status is secure as can be. As long as we redirect public opinion, Nervilette will be able to give Vautrin a reprieve. The benefits are endless. Vautrin sought vengeance for his friend for a valid cause. This represents the justice he upholds. Please think about it. If the same thing had happened to you, wouldn't you feel the same way he did? Yeah, that's right! This whole thing started because of those despicable cowards who levied false accusations against Carol. How could Vautrin be declared guilty for seeking revenge? Monsieur Neuvillette. Mr. Vautrin is innocent! He's innocent! Order! I acknowledge your arguments. Vautrin, your revenge could be seen as a form of justice. I understand your decision, which is why I cannot help but feel regret and even grief about the judgment I must now impose. Personal justice does not equate to justice as defined by the law. To execute your plan for revenge, you abused your authority and conducted informal executions. Your actions have thus violated the law. Therefore, you will be declared guilty. What? That can't be! Monsieur Nervilette, please give this a little more thought. He has done so much for Fontaine. Ja, genau sowas passiert dann halt. Ja, Neuvillette handelt richtig, aber keiner will's verstehen. Vautrin, my friend, is there anything else you want to say? Neuvillette, what have I done to deserve this? I've closely followed every one of your orders. Can't you see? Everyone in this room believes that I'm innocent. Why can't you just let me off? Is this what justice means to you? Answer me, Neuvillette! Man kann halt nicht über dem Gesetz stehen am Ende. Auch nicht als Richter. Order. Since there have been no further objections, the Oratrice will now deliver the final verdict regarding the charges against Mr. Vautrin. According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal, Mr. Vautrin will be declared
guilty. Goodbye, Monsieur Neuvillette. This all happened because of Carol's naive ideas. How can different species peacefully coexist anyway? Wegen, die Melusinen sind dran schuld. Die ganzen Bewohner aus Fontaine sind dran schuld. What's wrong? Are you not feeling well? Was war das? Apologies, it seems like my memories got the better of me. I tried my best to suppress the power of Hydro within myself, but it seems like it still caused the emotions within the Fountain of Lucine to boil over. Due to my negligence, the overflow of emotions and memories must have affected you as well. Are you all right? Mir fehlt nichts. Wow. The Hydro Dragon is more powerful than Paimon thought. Anyways, the last time we came here, the Traveler only heard voices from the Fountain of Lucine. No emotions boiling over or anything. It is as you said. This might be because I am different. It is not only the fountain. I can sense emotions from all waters in Fontaine. Rivers, lakes, and even the rain. That sounds awesome! But I rarely ever do anything like this. Emotions carried by water are always chaotic and disconnected. As an outsider, having my mind occupied with irrelevant memories isn't exactly a pleasant experience. Was ich gesehen habe, betrifft deine Erinnerungen. Which ones? Von dem Moment, als du Carol zum Hof von Fontaine brachtest. It's fine. I prefer not to speak of those memories. That does not mean I am deliberately hiding them. It was a coincidence, but perhaps it is a good thing that you saw everything in that form. You should now understand why I believe there to be a conspiracy behind all this. These two cases are much too similar. I felt like I needed to do something. Paimon's starting to lose track of what you're saying. Don't leave Paimon out of the conversation. Paimon wants to help too. Then let us get back to the point. While I was investigating the fountain, I discovered something strange. Was? I did not sense too much hatred towards me within its accumulated emotions. However, I did find some resentment directed towards Kiara. If I remember correctly, it seemed to be related to a smuggling case. I don't know what caused this to happen, but it seems like there won't be a shortcut to finding the organization that may be pulling the strings here. Oh! Didn't we read about that in one of the documents? You've read about it? In that case, the resentment should have come from that incident. Huh? What are you doing here? I was just about to look for you at the Palais Mermonia. Navia! Nice to see you again! Is there something we can help with? I've heard some things, but I'm not purposely asking around or anything. Don't worry. Rumors are abroad that someone's scheming against Melusines, and that you're investigating the case. So I told the Spina di Rosula to keep an eye out for leads. We've had unfamiliar faces showing themselves at the Fleuve Cendre lately. Maybe you'll find the suspects among them. Thank you. Where did you hear about all this? The Chief Justice out on investigation, accompanied by the Traveler from afar. No matter how you conceal your whereabouts, there will be countless eyes watching you. You talked to Kiara, but didn't ask her to keep things secret. People curious to know asked around for information, then it was only a matter of time before word of the threatening letter spread all across Fontaine. Oh, schlecht. So that's what Charlotte meant. Indeed. I did not expect that this could be kept hidden for too long, but the rumors still spread faster than I imagined. You know, it could be because you attract more attention than you think. Anyway,
Any progress with the investigation? The suspects who threatened Kiara might have to do with a certain smuggling case, but it is still uncertain if there is in fact another party behind all this. We are planning to return to the Palais Mermonia to revisit some details and identify the senders of that threatening letter. All right, then I'll round up the Spina di Rosula and follow up on their progress. Wait for my word. Ta-ta! Ta-ta, ta-ta, ta-ta. Neverlet, do you think there'll be any problems now that the word is out? I have already considered that possibility, and I do not think that there will be any. As a matter of fact, once the word gets out, no one would dare to harm Kiara in broad daylight. What is more important is how the case is perceived by the public. 400 years ago, they chose to side with the old regime and direct their resentment towards the Melusines. I hope the same won't happen again. Let us head back to the Palais. Strange. What are these people doing out on the streets so late at night? Did something happen? Let's take a look around. Wenn dann erst nichts Gutes passiert. Have you heard? Someone's plotting against a Melusine. This is 100% the truth. Even the Chief Justice is investigating in person. What? That's it! Who's been threatening Melusines? Show yourself! Die Einstellung der Menschen hat sich geändert. Es gibt so gesehen zwei Seiten. Die Melusinen verteidigen und die sie loswerden wollen. Our enemies are lurking in the shadows and won't easily reveal themselves. But no amount of hiding will keep us from finding them. That's exactly what I wanted to say. The guards have already begun to take action. We can't just stand by and watch. Think about how much we owe them. Now that they're in danger, how can we just sit back and do nothing? Everyone, please stay alert to your surroundings from now on. If you see any suspicious persons, report them to the guards immediately. It feels like you've been following me this whole time. Did something happen? We were informed that. Nope. We just finished our shifts and happened to be strolling by. Have you had dinner yet? Why don't we check out the new items at the dessert shop together? This isn't a good time to be out and about. Oh. Come on, don't act tough. I bet you're hungry too. All right, let's go buy a cake or something. You shouldn't ever skip meals, especially if you have another shift scheduled for later. I heard even Nervulet's keeping an eye on the situation. This is the perfect chance to get promoted. We gotta make sure we give it all we've got. Seriously? Were you planning to shirk your duties if Nervulet wasn't involved? Relax, I was just playing. We've worked together for years now. If something happened to them, I'd be haunted by regret for the rest of my life. That's more like it. We should stand guard until the criminal has been caught. Come and fight me instead, you cowards! Have you heard? Even the Special Patrol came to help. Shh! Look! Isn't that Nervulet? I think... Looks like there's nothing to worry about. This is truly wonderful. So, wanna go over and say hi? No, I should stay where I am. My appearance could give rise to unnecessary commotion. Let us stick to our plan and return to the Palais Mermonia. The faster we uncover the truth, the better. Definitiv. Je früher, desto besser.
to go. Verdächtige Dokumente. Wir haben doch schon mal die Dokumente durchgestöbert. Und ja, war nichts Wichtiges dabei. Über die Bestechung. Es gibt einen schweren Bestechungskanal innerhalb der Gendarmerie. Sonderpatrouille für Sicherheit und Überwachung hat den Fall untersucht. Alle beteiligten Verdächtigen wurden festgenommen. Die Verdächtigen haben ihre Verbrechen gestanden. Über die Spinner, die Rasula. Wir hatten doch eigentlich alles. Haben wir irgendwie was für den Schmugglerfall? Bingo, würde ich sagen. The smuggling case was solved by the joint forces of the guards and the Maréchaussée Phantom. This is the one. The list of involved suspects should be... Ah, found it. What does it say? The principal offenders Domenico, Inika, Yuna, and others have been caught. They have been sent to the fortress of Meropide following trial. Those with close connections or mutual interests with the offenders but who did not participate in the case will not stand trial. Among them, surveillance of Essin has ceased on account of his good behavior. All other personnel remain on our watch list. So many names. Is the one who sent that threatening letter to Kiara on the list? Yes, there is something suspicious about Essin, to be precise. It seems like he's closely related to the core members of the smuggling case, and he moves around without much restriction. Sollen wir das Navi erzählen? Monsieur Neuvillette, someone claiming to be from the Spina di Rasula just checked in with us. He said, and I quote, "We have located the suspect. They're chatting at the cafe." Huh? How did Navia find them so quickly? We've only just figured out the suspect's name. I too am perplexed. The cafe isn't too far from here. We should head over and take a look. Natürlich gehen wir. Auf einen Kaffee. Ole, da gehen wir. Ole. Schade, dass man hier nicht einfach nur die eine Tür funktioniert. Aber jetzt erstmal auf einen Kaffee, Ole. Ui. Nee, ich eigentlich kein Kaffeetrinker bin, aber ja. Natürlich könnte man da hier runtergehen, aber wir haben Flügel, verdammt. Solange hier kein Flugverbot ist. Und durch Stelliges haben wir hier eh schon gearbeitet. Und Kaffee und alles Mögliche hier geliefert. Besser gesagt, wie bewahren die halt die Bedienung? Hey Navia, we're here! Whoa. Check out all these people. Hey there, are you Navia's friends too? These are the people who have had recent dealings at the Maréchaussée Phantom. They're usually hidden in the Fleuve Cendre, but I sent for someone to invite them over. Invite them over? Exactly. Now, I heard there's great coffee here, and so I asked them if they'd like to come and have some. Yeah, it's our pleasure to be guests of the Spina di Rosula. I've wanted to have a meetup like this for ages. Something feels off. But, oh well, let's get back to business. Is there anyone called Essin here? Yes, that's me. You're Essin? Yes, Monsieur Neuvillette. Did you write that threatening letter to Kiara? I did, but I was just
following orders. Orders from whom? Domenico. He was my boss. I couldn't disobey his orders. Domenico. Where is he now? The fortress of Meropide. Well, I'm afraid even the Spina would have trouble looking into that place. Looks like you'll have to make the trip yourselves. This was as much as I could do. You've done more than enough. I am extremely grateful for your help. Leave the formalities for later. You should find Domenico first. If he really is the one setting up the conspiracy, it'd be best if he's exposed as soon as possible. Alright then, let's head to the fortress right now. Und wir waren doch erst drin. Eine neue Lösung für ein altes Problem. Ja, also das alte Problem ist, ich finde mich hier nicht zurecht. Wollen wir jetzt ernsthaft zur Verwaltung einfach porten können? Gut. It's Monsieur Nervalet. Welcome to the Fortress of Meropide, dear esteemed guests. We're back! Oh, and a greeting from none other than the Duke himself! Guess we made a name for ourselves at this place. This isn't anything new. I figured you had important matters to discuss when the two of you, not to mention the Chief Justice, showed up. Let's assume we've gone through the pleasantries and cut right to the chase. I do remember a thing or two about Domenico. He once attempted to round up the other inmates and instigate a protest. Who does this guy think he is? Paimon hopes nothing came of it. He once attempted to, I said, meaning that it was over before it even started. And now he's threatening Melazines, is he? To be honest, Domenico doesn't seem like much of a conspirator. The fact that the three of you bothered to personally investigate raises a flag. Is there some... He's got the same concerns we do. I am concerned about this incident because something similar has occurred in the past. I wish to meet Domenico in person and have my questions answered. That's an easy one. Let me think. I think he's at... Oh, did I hear someone say Melazine? What happened? Oh, Citrine. Eine Melusine namens Chia hat einen Drohbrief erhalten. Yeah, and we're investigating. The person who threatened her seems to be imprisoned here. Really? Is Kiara gonna be okay? There's no need to worry. Clarand is protecting her as we speak. Well, that's great. But if the criminal's still... Is there anything you can do about this? Ah, head nurse. Do you require me to personally deal with the criminal? Writhsley. Okay, I get it. I'll bring Domenico to you. That's your only demand, correct? Ich freue mich schon, wenn man dann Citrine als Charakter bekommen kann. Noch ein niedlicher Heiler, den man dann spielen kann. Think of it as more of a humble request. I'm here on my own accord, not to formally transfer a criminal for trial. I urge you to set aside any concerns. Thanks for the trouble. Consider me in your debt. Whoa! If Paimon were you here, Grace, Paimon would take this chance to ask for something really important. Well, were I still a criminal, I'd probably ask for a lighter sentence. But I'm sure Monsieur Nervillet would reject that. But enough jokes. I'll look for Domenico and bring him to you. Make yourselves at home. Our dear head nurse has mentioned you quite a few times, so I'm sure she has a lot to say. Please come with me to the infirmary. Ah, and watch your step. There's some pretty dark areas, so make sure you don't trip over anything. Ich finde mich hier nicht zurecht, verdammt. Ruh dich in der Klinik aus.
Mhm. So irgendwo oben. Ich würde schon mal einfach mal sagen, hier. We once thought the Fortress of Maripede would be super scary, but looking back on it, it really wasn't that bad at all. You've got a set schedule, guaranteed food and board, and you can even buy all kinds of stuff with credit coupons. It's really no surprise that many people don't even want to leave. Und genau das wollte er erreichen, denke ich. Oh, you mean Risley? He's definitely a pretty impressive leader. While he does look kind of intimidating, he's actually pretty easy to talk to once you've had a conversation or two with him. Paimon wonders how he's like with the people here. Do they also get the same guy we do, or is he a lot harsher with the bad guys? Es muss ein paar Tricks auf Lager haben, um diesen Ort zu führen. Yeah, he must be doing something right to maintain order here, while not making everything feel super oppressive. Excuse me, did I hear someone there? Could you please do me a favor? Huh? Paimon could have sworn she just heard something. Mir auch. Excuse me, is someone passing by? Could you do me a favor, please? Nope, Paimon wasn't dreaming. There's someone over there for Vielleicht sure. im Luftschacht. Paimon doesn't see anyone. Did you hear my call? Thank you so much. I'm over here, inside this big box. You're inside the box? Oh, no wonder Paimon didn't see anything. Well, come on, Traveler, let's go take a look. Ja, mal öffnen wir die Kiste. Why are you hiding in here anyway? If we hadn't happened to pass by, you could have been stuck for days. It's a bit complicated. Can we not talk about that for now? Hatte jemand die Augenbrauen rasiert? Whoa, that's terrible. Did someone seriously do that to you? No, it was nothing quite that serious. I'd just like some help finding my hat. Just your hat? But then, why can't you look for it yourself? Huh. Wait, Paimon gets it! Something must have happened to your hair! Einmal lassen wir ihn etwas Würde. Sorry. So that's what happened. Paimon gets it now. No wonder why you had to hide inside the box. You just need your hat, right? We'll get it back to you right away. What kind of hat was it? I think you may have misunderstood me, but never mind. Please just help me find my hat. It's a soft and brown hat with a bit of a brim. Nothing fancy. I think I probably lost it near the entrance elevator. It was getting a bit hot, so I took it off and had a quick nap. But when I came to, it was gone. It's really important to me, so your help would mean the world. I'll wait here for your return. Ja, was soll er sonst machen, außer auf uns warten? Don't worry, we'll be back in no time. Da aus der Kiste kommt er ja eh nicht alleine. Die Gelegenheit zur Wiedergeburt. Eine neue Lösung für ein altes Problem, ja. In der Nähe der Aufzüge hieß es doch. Boah. Suche das Brett in der Nähe des Aufzugs. Ah, da. Nö. Also es ist noch mehr als in der Nähe des Aufzugs.
Ja, ich kann auch hier hinter, aber ich hätte es halt jetzt ernsthaft nicht da vermutet. Aber einfach mal, um eine Übersicht zu haben. Die Lampen sind natürlich, wo man was machen kann, aber die Nähe. Nähe. Ist aber nicht. Meter tiefer, Moment. Time to go. Paimon doesn't see anything here. Let's go somewhere else. Just where is that thing? Oh, this is taking longer than Paimon thought. Gürtelbrett in der Nähe der Geländer. Natürlich in der Nähe der Geländer. 17. Moment. Ja. Nothing in the water either. Paimon thought it might have gotten blown in. Scheinbar ja nicht. Everywhere and still not seeing anything that looks like a hat. Wir könnten ihn einfach einen neuen Hut kaufen. That's a good idea. If he's just looking to cover his head, then it shouldn't matter what kind of hat he's wearing. Why don't we check out the rag and bone shop? If memory serves, they've got all kinds of stuff in there. Immer wenn es um Einkaufen geht, wirst du plötzlich aufgeregt. You let Paimon pick out some other stuff too, right? Well, either way, let's go check it out first. Ja, vielleicht gibt es ja noch was Gutes für uns. Da hat Paimon natürlich recht. Wir haben eigentlich schon alles gekauft, was der Laden zu bieten hat, zumindest aktuell. Okay. Paimon doesn't remember you being the boss. Well, I'm just standing in for Mr. Alvar while he's off restocking the shop. Now just wait a sec. A blonde foreigner dressed all in white, accompanied by a glaze-covered flying chunk of gingerbread. Well, you must be the legendary traveler and their companion Paimon. No! Well, you're half right. Paimon's the traveler's treasured companion, sure, but she's not some flying chunk of gingerbread! Sorry, I never thought I'd get the chance to see you with my own eyes, so got a bit ahead of myself. I hope you'll find it in your magnanimous hearts to forgive my discourtesy. I'm just a nobody, after all. Ist niemand? There's no need to put yourself down like that. Paimon's just venting. Why, your heroic actions at Araneus have long made their way to the fortress of Meripede. We heard that you were personally received by His Grace when you made your way down here, you know. You were the envy of all. And you're one of His Grace's favorite people, so of course, everyone wants to be introduced to you. Das ist also seinetwegen. Well, I'd figure you'd appreciate honesty over flattery. After all, I also only joined up here because I'd heard Mr. Alvar was a good friend of the Duke. And though I've only caught scant sight of His Grace since then, as fate would have it, I've become fast friends with Mr. Alvar himself. I mean, we've all got agendas, but rather than trying to force something to be true, it's often better to just go with... Oh, so now you're trying to kiss up to us. Well, I did mean it when I called you legends, and it is indeed an honor to meet the two of you. Oh, enough of that. Is there something you're looking for? Ein Männerhut. No problem. Anything else? Was zu essen. Hey,
Feel free to check out anything you want. The credit coupon costs are on me. Wait, but that's, you don't have to be so nice. Well, it's not like I'm getting paid to watch this shop. Instead of more coupons, Mr. Alvar usually lets me just take my pick of our goods. Life's been pretty good recently, so I might as well just waive your bill. Never hurts to make some friends. Nur wenn du das so sagst. Alright, Paimon will take a look. Are you sure you don't want more? These opportunities don't come by every day, you know. It's alright, two will do. Ich hätte nie gedacht, dass du jemals Gratisgeschenke ablehnen würdest. It just doesn't feel the same if the owner's offering everything to you for free. But anyway, we don't need to get into that right now. We can discuss Paimonology later. That poor guy must still be waiting for us. Thank you so much. We'll be off then. No problem, and thank you for your patronage. I'd appreciate it if you could put in a nice word for our establishment the next time you speak to His Grace. That's a real sneaky way of getting good reviews. We've been gone a while. Paimon hopes that guy in the box hasn't passed out from lack of air. Wenn ich mir den Hut bedenke, es ist doch von Navia der. Also von ihren Begleiter. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. Aber den hätten wir doch eigentlich an der Stimme erkennen müssen. Moment. Aber vielleicht. Come again. And don't forget to mention us to your grace. Schade. Hätte ja sein können, wir können noch mal in den Laden gucken, vielleicht gibt es ja irgendwie doch noch was Neues, aber dann halt nicht. Ja, wir müssen jetzt hoch. Bring den Hut zurück. Ja. Wir stehen richtig, aber nicht auf der richtigen Ebene. Wo war das? Auf die Kiste, ja, auf die Kiste klopfen. Okay. Oh. You did? Oh, Archon, you just saved my life. Just one sec. Wait, so you're not actually bald? You've got such a full head of hair, too! I mean, I told you that there had been a misunderstanding. This has nothing to do with my hair. Schade. Wait, this isn't my hat. Well, we got you a new one. We tried really hard to look for your hat, but no dice. Genau gesagt hat uns jemand diesen Hut geschenkt. I see. Thank you so much. I'm really grateful, but unfortunately, there's just something special about my hat. Does it have some kind of sentimental value? But, sorry, I can't explain at the moment. Time's tight as well, so I suppose I'll keep looking for a while. If you're looking for a hat, I just picked one up over here. Is it yours? Your Grace! Oh, hey, Risley! It's been a while! Well, it's a slow day today, so I decided to go for a little stroll. Even if your workspace isn't cramped, it's still good to get some air. I'll say, I'm not at all surprised to find the two of you here. You never could turn down someone's request for help. Das passt doch besser zu ihm. It's what good adventurers do, after all. Is that so? Maybe I should consider asking the Adventurers Guild to open a branch here. As I recall, these hats are very important to members of the Beret Society. Best you avoid misplacing it again, You might not have the same luck next time.
Understood. Thank you so much, Your Grace. Then I'll be off. I'll get going now. Man sieht sich. What a strange guy. Why did he care so much about his hat? Oh, and has he done something wrong? When he saw you, it was as if he'd seen a ghost. Oh, not at all. In fact, members of the Beret Society are model prisoners. They work hard and never get into trouble. They've saved me a lot of work, in fact. As for him, I'd guess he's just more of an introvert. It's not unusual for the more shy prisoners to freak out when I show up unannounced. Huh? Shy? There are prisoners who are afraid to talk to people? Prisoners are still people, after all. There are as many crimes and motives as there are stars in the sky. The idea of the criminal as a selfish, heartless brute is just a stereotype. Such labels could never capture the complexity of even a single individual person. What kind of a person a prisoner may be and why they've committed a crime, we'd never know these things if they don't share their story with us. Huh. You've got a point. Anyway, it's all good as long as it makes sense to you. Gibt es hier wirklich Menschen, die hart arbeiten? Although most of the societies here will just turn individual brawls into mass ones. The Beret Society does appear to be an exception, and it's instead trying to experiment with some novel and interesting things. If you have some time, why don't we grab something at the Coupon Cafeteria? It'll give us time to catch up, too. And if you're still interested in the Berets after that, I can take you to their usual gathering place as well. Paimon's not the biggest fan of that cafeteria, but if we're gonna catch up... Lass uns gehen. All right then, please follow me. Na dann, auf zur Kantine. Müsste ja eins tiefer sein. Fällt mir uns, da können wir uns doch ein Gratis essen. Ja. Also doch nicht. Welcome, Your Grace, and the Traveler. Would you like 3 orders of today's welfare meal? Unfortunately, we weren't informed of your visit in advance, so we didn't prepare any super deluxe welfare meals today. I'll pass on the food, then. What about you? Wenn es keine Deluxe-Wohlfahrtsmahlzeit ist, dann will ich es auch nicht. Then Paimon will also pass. Paimon will save her stomach for something better. What a pity. It would seem that none of us can properly appreciate your skills, Walsey. Then I must beg Your Grace to find me some more ingredients, so I can come up with some more welfare meal recipes. If you're not in the mood to eat, I can get you some drinks. We just got some great shipments in from above. Yes, please? Huh. Paimon didn't know you could get non-welfare stuff at this place. It's not for everyone. Think of it as a special treat for VIPs. Oh, now that's what Paimon likes to hear. In that case, 2 bottles of the drink for Paimon, please. 2 bottles coming right up. Our first meeting took place on short notice, and we were both swamped by everything that happened after, so there was no time for more casual chit-chat. I'm actually quite fond of stories, you know. Of course, the others have already told me a lot about your deeds in Fontaine, but I'd love to hear it straight from the source. Whoa. That'd be quite the long story. Hey, was erzählen wir Ihnen? Als Abenteurer haben wir unser Bestes gegeben, um für die Gerechtigkeit zu kämpfen. Impressive. Not all who possess the courage to risk their life for their ideals also have the strength to make it out unscathed. Had you not possessed these remarkable qualities, I probably wouldn't have had the chance to make your acquaintance in the first place. Paimon gets the sense that you're trying to flatter us. That guy we talked to earlier was obviously trying to get us to put in a good word for him, but you're the Duke, right? Why would you need to get on our good side? Well, after all, you did help the fortress and I maintain our autonomy.
Is it so strange that I would want to give a few words of praise out of genuine admiration? Denn du hast kaum über dich selbst geredet. So this is a matter of trust. Which is unfortunate, since I don't have nearly as interesting of a story to offer about myself. Doch, die ist es wert. I was convicted and sent here at an early age. I only became the top dog after spending a long time figuring out its inner workings. Power and control come in many forms. Some fair and ethical, others less so. And since we're all sinners here, the victor calls the shots, no matter how they manage to get to the top. So, what do you think? It didn't put you much more at ease, now did it? Kinda. You're really different from most of the people we've met so far. I'm perfectly aware of that too, but even so, that doesn't make me think any less of you. I would very much like to maintain friendly relations with you two. Das gleiche gilt auch für mich. Your Grace, after following your instructions, we were able to find a box of undeclared contraband in the latest shipment of cargo. They were extremely well hidden, and we've confirmed that the senders have been using this method to smuggle goods for a while. We're trying to trace the goods to their source. Got it. Leave the box here and contact me immediately if you make any progress. Yes, Your Grace. Sorry, I'd almost completely forgotten about this. She mentioned something about contraband. Are they? Not necessarily. The term is just applied to things people want to bring in on the sly. Many people here are experts at pulling rabbits out of the most ordinary hats, so we have to examine everything carefully. Now, what do we have here? It's more or less what I expected. Nicht? Whoa, this is certainly a box of curiosities. Mora, snacks, yarn, balls, ropes, mechanical parts, and even a gem! Wait, if you've confiscated this entire box, then does that mean all of this belongs to you now? Yep. We can't just send them back up now, can we? What? But that's just insane profit! Traveler, why don't you become a duke as well? Und was wirst du sein, Paimon? Paimon will be your vault keeper! Die Schatzmeisterin, Jokes okay. aside, I didn't know you'd be so interested in this box. How about this then? You can pick anything you want from it. Consider it a gift from me. Really? You'll let Paimon pick anything? No takebacks. Paimon will have you know that she's got a real good eye for treasure. I never joke about things like this. Alright, Paimon's gonna have a look. Paimon wants this one. This dark, sparkly gem. You just know it must be worth a ton of Mora. Actually, never mind. Paimon doesn't want this gem anymore. Can Paimon pick something else instead? Fühlst du dich unwohl? There's something weird about this gem. Paimon remembered a lot of bad things when she picked it up. Uh-oh. Paimon couldn't even tune them out. It's as if the gem was just drawing them out of Paimon's brain. It was super spooky. Hallöchen oder wie Bierchen. Is that so? Let me give it a try. Paimon's right. I too experienced some unpleasant flashbacks. Lass mich auch mal Are you versuchen. sure? I wouldn't exactly call it fun. Ich möchte wissen, ob das bei mir auch der Fall ist. Vielleicht Erinnerungen an seine Schwester? Fair enough. Go ahead. I don't think it'll have a permanent effect. Ingo. Are you okay, Traveler? You also saw something, right?
Ich habe einige ziemlich unvergessliche Erinnerungen noch einmal durchlebt. I'll take this gem then and run a thorough investigation on its properties. Paimon, feel free to pick something else. Then, actually, never mind. Paimon's gonna pass. Paimon was thinking about one of the snacks, but who knows if it'll also make Paimon sick. Etwas vorsichtiger zu sein schadet nicht. You do have a point. In that case, we should destroy the entire box and all of its contents. Seems like we're almost done with our drinks, too. Let's go check out the Society's gathering place, then. Wenn man so einen Stein irgendwie hat, nein. I can introduce you, and we can also continue our conversation while we're at it. Wait, are you this free every day or something? Just noticed? I wasn't exactly busy the first time we met, either. Zum Stolze der Barettgesellschaft. Wo ist... Time to go. Okay, die ist halt direkt daneben. Ja gut, das ist auffällig. We are honored by your visit, Your Grace. All of us at the Society have been waiting for your arrival. Okay. Warum sollten sie auf uns Are warten? these your two guests? Let me introduce you to them. Traveler, this is Dugier, the head of the Beret Society. This is their gathering place. Members can find all sorts of drinks and snacks here, as well as a large variety of books and other resources. Every once in a while, the Society will also host activities and seminars, which are always well attended. You flatter me, Your Grace. All we did was set up an organization in the same way as you would in the world above. It's so easy to feel lonely and helpless when you arrive here for the first time. I remember that feeling all too well. None of us knew anything about this place then, after all. But that's when the thought came to me. If we could help everyone turn over a new leaf, they would no longer have to lead such gloomy existences. Thus, it was with your help that I founded the Beret Society. Oh, so you were also involved with this, Risley? My part in this was minimal. All I did was follow procedure and rubber stamp the application. I'm sure you have a very good sense of what this place is about by now. As you know, not everyone takes their sentence seriously. For some, this is just another place where they can eat, breathe, and sleep. But the Society is a great place for those who wish to turn things around. Exactly right. Here, we keep an eye on each other and remind each other of our goals. Everyone can focus on rehabilitating our mental states and even make many new friends. Our operations are entirely funded by members' donated goods and credit coupons. Same for the things you can see here. Who knew you could find such a place in the Fortress of Mirapede? Oh, right, and what's the deal with the hats? There's nothing deep about it. I just felt like we needed some kind of visible identifier. If our members felt joy and pride from being a part of this group, then the hats would become a point of pride for them as well. And when we're together, we will feel a sense of community from seeing everyone's hats. Optimism, community, hard work, and a desire for a new life. I hope this hat will show everyone everything we have been working towards. Hat auf jeden Fall Wiedererkennungswert. In other words, that hat has come to represent something like a model citizen, which also helps them recruit new members. Once again, you are exactly right, Your Grace. That's a part of our goal as well. Let's take a little old seat over here. There's no need for us to stand. I'll ask the members to get us some drinks. Please wait here just one moment. Feel free to look around too if you want to learn more about us. Dieses Treffen war schon von Anfang an geplant. Oh, right. What happened to your slow day, Risley? Seems like I shouldn't underestimate an adventurer's keen sense of observation. I'll bear that in mind the next time I need to do something low-key. Kidding, of course. We're just discussing some small matters. It shouldn't take long.
We've also already gone over the organization's vision. Instead of listening to me try to explain some more, maybe it'd be better if you took a look around for yourself. Why does Paimon feel like he didn't answer the question at all? Dann schauen wir uns mal um. Well, we're already here, aren't we? Yeah, they're supposed to be like the model prisoners, right? So this is what their spot looks like. Hier gibt es viele Bücher zur Auswahl. Es sieht auch so aus, als ob die Auswahl regelmäßig aktualisiert wird. Hier kann man sich zumindest die Zeit vertreiben. Auch die Tagebücher der Mitglieder sind ausgestellt. Möglicherweise wurden sie zu Rekrutierungszwecken aufgenommen. Die Tagebücher, ernsthaft? Oh, hello. You are guests of the Duke, are you not? I'm organizing the bookshelves. Want to take a look? We've got some classics, as well as a few books that the members publish themselves. Ihr schreibt selbst Bücher? Yeah, most of them are writing diaries or autobiographies on their time in the organization. Some quit drinking. Some learned to tailor. Some became real good at calligraphy. And even I've learned to use a camera. We find it kind of funny. You see, had we managed to stay above ground, none of us would have ever had the time to learn any of those skills. Ah, it's because you all have a lot more free time now. Not only that, but we've also now got the mental space to think about taking on new things. Before we came here, we were constantly exhausted just trying to live. With how the Duke and Mr. Dugier have organized our lives down here, though, all we need to do is think about the things that we want to do. You never know what you may be good at until you give it a try. And while you're here, no matter what you do, you won't get judged for it. After all, there's no need to conform to societal expectations when you're already in jail. So this is something like a safe space. Yeah, that's exactly right. After all, not everyone is good at fighting, or have the physical strength to do hard labor. The society is exactly what some of us need. And that's it. I just finished organizing this shelf as well, so feel free to check it out if you want. Just remember to put the books back after you're done. Natürlich. Don't worry, we will. Ich bringe jedes einzelne Buch wieder zurück. Hey, you there, newbie. Hello? Are you talking to Paimon? Yep, I'm talking to you. Now, why don't you follow my lead and take a deep breath before letting everything out like this? Ja, ist gut. Was machst du da? That's how I pump myself up every day. A lot of my friends have found it super useful too. With one shout, you can release all the fatigue, resentment, and unpleasantness from your lungs and return to the day with all the optimism in the world. Why don't you also give it a try, huh? I promise that it'll work. Paimon's gonna pass. Feeling shy? That's alright. As long as you remember this trick, it'll come in handy one day. Just remember to take a deep breath and let it all out if you find yourself at your wit's end. Natürlich laut schreien und so, das hilft bestimmt. Welcome to our gathering place. Is there anything you'd like me to explain to you? Oh, it's okay. We're just taking a look around. Du klingst ein bisschen wie eine Melusine-Reiseführerin. Well, that's not a bad comparison. It is my job to explain our amenities and benefits to our latest members. Ein interessanter Vergleich auf jeden Fall. Aber möchte man so verglichen werden? Mr. Dugier has already explained some of it, but allow me to fill you in some more.
Besides this space, which our members use to rest and relax, we also have an entertainment room, a fitness room, and a self-study room. These rooms are open to all of our members. We want everyone to be able to use their free time to the fullest. Wow, that's pretty cool. Do you have a restaurant too? If you did, you also wouldn't have to eat at the big cafeteria anymore. Unfortunately, we don't. For matters like that, we still have to rely on His grace. We started a collaboration with the cafeteria a while back, though, so they'll let us borrow their kitchen to do some simple research into recipes and cooking. Ihr habt wirklich an alles gedacht. Yeah, Paimon can definitely see how it'd be easier to live your life if you had all this support. Yep, and that's exactly why Mr. Duget founded the society. We all think we made the correct choice to join him. Alright, we've talked to everybody. It sure sounds like they're all pretty happy. That would explain why Risley only had good things to say about this place. Huh. It looks like they're starting to wrap up their conversation as well. Let's go over to them. Of course, Your Grace. I will attend to those matters right away. Okay, then I don't have anything else to add. Oh, you're back. What did you think about this place? Now, note that your opinion will also affect my review of Dugier and the society as a whole. Wait, I didn't know they were also a part of the evaluation process. It's all right with me, though. I'm pretty confident about our growth and activities. Paimon thinks it's pretty good. Don't think anyone expected you to get a society going here of all places. Ich denke, hier ist alles ganz oberflächlich. Yeah, you're right. By themselves, our resources probably don't feel like much. The prisoners here all have very different personalities and psychological needs. Our needs are like violent beasts. If we can't face them properly, they'll grow restless and enraged, causing pain and conflict. But if we can placate them, they lose their fangs, and they can even be converted into fuel for far nobler pursuits. Which is why, in my opinion, learning to reconcile with oneself is the first step on the path to redemption. You've hit the nail on the head, Your Grace. Before I founded the society, I had met too many people who could not come to terms with themselves. And I'm sure that a part of your support is rooted in your desire to help those people find their way. And Paimon thought everyone was enjoying life just fine, working and fighting. Of course, that lifestyle is more than enough for some people in the fortress. For others, though, they would just be useless distractions. Speaking of fighting, I'm not sure if you knew this, but even His Grace sometimes fights in the ring. What? You fight in the ring too? Wearing those high-tech boxing gloves of yours? Oh, I almost never need them. Normalerweise. Hey, isn't that the guy who lost his hat? Did you come here to relax too? What's wrong? Did you forget about us already? Are you feeling all right? You are looking a little pale. No, I'm fine. Thank you for helping me get my hat back. I'm sorry, but I've got to go. Was hat er? So, überhaupt nicht merkwürdig oder so. He's still as weird as before. Paimon's kind of used to it by now, though. Dugier, do you know what's up with him? I'm also not too sure about that. As far as I recall, he's always been a little strange, but I'll check up on him later. After all, it's my responsibility as the leader to make sure that no one falls through the cracks. We'll leave him to you then. Where were we before we got sidetracked? Über deine harten Boxhandschuhe? Oh, right, about that. You might have thought that I was joking, but in a place like that, everyone will use everything in their power to win.
And when emotions run high, things often spiral out of control. That would be when I need to pull out my gloves to maintain order. Sometimes you might need more than just gloves as well. This pair of handcuffs has also come in handy quite a number of times. Oops. Oh, isn't that awful gem? You're still carrying it with you? Yeah, I kept it on me because of its special qualities. It won't affect me as long as I don't let it come into contact with my skin. Go on, you guys. Pick up the item for His Grace, would you? Yes, right away. That gem shines with quite the dazzling light. I hope it hasn't been damaged. Your Grace, please let me know if there's something wrong with it now. It still looks good to me. Say, Dujier, have you ever seen a gem like this? Never, Your Grace. Don't think I've ever been rich enough to afford this kind of a thing. I guess that's fair. We've already gone over most of the things that I wanted to talk about, so let's wrap up for the day. The Traveler. Got it, Your Grace. Take care, everyone. I'll take you to the exit. Einfach nur merkwürdig. Paimon, it was an honor. I'm sure everyone would love it if you were to visit again. And that goes for you as well, Your Grace. We wish you all the best in your endeavors. And same to you. Paimon doesn't think we made any plans for the rest of the day. Why did you lie to him? Well, what's your opinion of the society now that you've taken a look around their headquarters? Paimon thinks it's pretty chill. Weren't you complimenting them the entire time as well? Paimon doesn't remember exactly what you said, but wasn't it something along the lines of encouraging people to embrace their new lives with optimism? There's only one potential problem. If the society does too good a job managing and rehabilitating its members, you may be soon out of a job. That is certainly a possibility. But at this point in time, they're still reducing my workload by managing and rehabilitating prisoners in my stead. I wanted to see just how much they've managed to accomplish, and also get a sense of Dujier's plans for the future. I arranged for a meeting out of curiosity, but then I noticed some faint hints of dissonance. Dissonance? I'm sure the Traveler has sensed it too. Irgendwie schwer in Worte zu fassen. As expected, you also picked up on it. The whole truth is a bit complicated, so I'll explain everything to you later. I can tell you right now, though, that this was an unexpected turn of events. I had hoped to take care of it in secret, but now a confrontation may no longer be avoidable. It's hard to predict what might happen next. You've completely lost Paimon. Why don't you take this opportunity to check back on the gathering place? Just tell them you left something of yours there by accident. If my hypothesis is correct, Dujier should already have left. And with his watchful eye removed, you may well get a very different reception from the members. Can't you just tell us exactly what to expect? I'm just following the most popular playbook in Fontaine. Investigate, obtain evidence, and then use the truth to render judgment. It's been so long since I got to watch a performance at Opera Epiclese that I've even begun to miss it. Das ist sowieso nur ein weiterer Witz. I'll explain everything to you later, but right now we need to seize this opportunity. Find out what you can from them now while they're all in one place. We might not get another chance like this anytime soon. Das zieht sich aber auch immer. Es passiert nicht viel, es ist ein Haufen Story und es passiert eigentlich kaum was. Es ist interessant, aber uff.
It's just as Risley said. Seems like Dugier is no longer here. You said you felt there was something off about this place, right? So let's see if we can feel something out. Paimon will do her best to help. Nur ich bin mir auch nicht mehr sicher. Wait, you guys are... We're really sorry. We just realized that we lost something, and we figured we might have left it here by accident. We'll be on our way as soon as we find it. Oh, okay. Hat jemand zufällig eine Glasflasche gesehen? Nobody? Drin ist Gewürzpulver. It's okay. There's no need to be nervous. It's not like we lost a whole bag of Mora or anything. We'll just look for it ourselves if none of you caught a glimpse of it. We're not gonna tell Risley anything, don't worry. I'll go find Mr. Dugier. No need. We're just looking for something. Why does he have to know? Sieht so aus, als hätten sie alle Angst vor etwas. We can look around for it, yeah? Hey, hello? Hello? How can I help you? Kannst du uns etwas mehr über eure Gesellschaft erzählen? The Beret Society offers a variety of resources and benefits to its members, and I mean, you've already heard my spiel. I don't know anything beyond what I've already told you. Also im Grunde wird da nur runtergeleiert, was der einen eh schon gesagt hat. You don't know anything? Sorry, that's not what I meant. It's just... there's nothing more I can tell you. Das ist definitiv nicht dafür. Hey, big guy? What do you want? Isn't this how you greeted us earlier? Take a deep breath and let it all out. Oh, yeah, that's right. You sure are a fast learner. Warum bist du plötzlich nicht mehr so energisch wie früher? I ate something earlier, so I'm falling into a bit of a food coma, and, I mean, not everyone can be super upbeat all the time, right? You're looking for something, you said? I didn't see it, but, it should be somewhere nearby. Und was ist mit ihr hier? Unsere Bücher. Are you still organizing the bookshelves? Yeah, and I'm sorry, but you can't check out the books right now. We weren't thinking about that to begin with, but weren't you super friendly just a moment ago? Sorry. Okay, Paimon sees what you meant now. Seems like they really don't want to talk to us, so let's just head back. Boah. Die werden alle so gesehen unterdrückt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Oh, you're back. How are things at their headquarters? It was as if they had all turned into completely different people. Sie sprechen kaum ein Wort. That would prove my suspicions. The dissonance I mentioned earlier was precisely that fleeting moment of fear behind the cheerful facade. Genau wie der Typ, der sich in der Kiste versteckte. Right. He was acting super scared too when we saw him at the gathering place. Actually, hasn't he just been acting super paranoid since we first met? And that's precisely why I took his hat. Oh,
It's because I wanted to figure out what's really going on. I don't believe any of Dugier's talk about unstable mental states. Wie lange hast du das schon untersucht? Not too long. Dugier made very elaborate preparations for my visit. But I don't know. It almost feels like the performance was too elaborate. Okay, but if you think something's wrong, why don't you just take the whole society into custody? Aren't you the Duke? You can do whatever you want in this place. Well, maybe you're actually a better fit for the position than I am. Just give me the word and I'll hand you the cuffs. In all seriousness, however, cuffs and the like should be used sparingly. They're mostly for show. Everything I do is on display. The way people see me act determines the kind of world I can create down here. And I've always striven to appear fair and reasonable to the people. That sounds a bit deep. Paimon's not sure she got all of it. Die Verhaltensweise des Herzogs gilt hier als Vorbild. You've hit the nail on the head. I have to lead by example if I want to maintain expectations of justice and order. And that's why, even though Dugier had already let a few things slip, I didn't want to turn on him without irrefutable evidence. Alright, so you're saying Dugier has figured out some way to control the members of his society. And even though the members are acting all optimistic and motivated, it's all just a show. So einfach kann es nicht sein. Indeed. He certainly seems to be using some coercive methods to turn his members into the most upbeat and motivated group of people you've ever seen. I have some faith, though, that some of the members understood the hint I gave during our visit. The line has been set, and it's quite likely that a fish will bite. Fish? Bite? Let's give them some time. My guards will need it to finish their investigation, too. You can find me in my office when the time comes. It comes. Okay. Wenn die Zeit kommt, dann bin ich dann auch da. Explained everything to Paimon? Hey! Zum Stolz der Barettgesellschaft warte bis heute Abend 18 bis 24 Uhr. Machen wir doch gerne Zeit. So. Einmal rum. Direkt am nächsten Tag. Ich bin irgendwie schon angewöhnt, immer im Kleid. Dicke, dacke, dicke, dacke. Oh Mann. Ich denke da immer an eine Zelle. Risley's probably wrapped up his investigation. Paimon has no idea what that guy's thinking. Let's just go find him and ask him what he's really up to. Ja gut. Das ist immer so schön, dass wir nicht nur eine Quest haben. Schön. Aber wir hängen uns da jetzt schon fast 3 Stunden an den Ding aus und ich habe eigentlich möchte ich das eine fertig haben und nicht das andere jetzt anfangen. Das ist wieder so. Oh, das macht nicht das eine und dann direkt einfach das andere. Das ist so Reihenfolge irgendwie. Please, Reihenfolge und so. Ey. Ich überlege gerade. Ich glaube, wir wechseln einfach mal. Das startet ja auch mal im Hintergrund und so, damit brauchen wir auch Musik. Musik muss ich auch starten. Uno momento.
Muss das hier mal. Oh, das funktioniert natürlich hier mega. Habe ich natürlich super eingerichtet, wie man jetzt sieht. Nein, habe ich nicht super eingerichtet. Ähm, Wieso auch immer. Moment. Wieso ist das so groß? Vor allen Dingen, was? Moment. Ähm, was habe ich? Ja, passt schon besser. Das passt sowas von besser. Moment, oh, warum passt? Nein. Ah, jetzt, Moment. Ich muss noch ein Stück runter, aber dann mache ich das direkt hier. Und ich hätte da eigentlich sogar noch einen anderen Hintergrund. Jetzt, wenn ich hier jetzt gerade eher am Fummeln bin. Moment. Das machen wir live basteln am Stream. Also, wenn wir schon basteln, dann basteln wir natürlich live am Stream umher, weil Dinge, weil ich kann und weil halt. Einfach so, weil. Bam, 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 bam. Wo habe ich Da habe ich den. Nein, 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 nein. Da. Bam. Da haben wir links. Da haben wir dieses und einmal hier rein, einmal da rein. Natürlich ist es dann zu klein. Das kann ich aber. Außerdem muss es da runter. Ein Ordner auf jeden Fall dann noch. Nein, wollte ich gerade nicht. Wir sind einmal mit Profis.
So, das ist doch schon mal besser. Da kann man doch schon mal so stehen lassen, würde ich mal sagen. Wer eh gerade das Game wechseln will. Was so für den Übergang und vor allem auch Chat. Ist der Chat? Ja, hier ist der Chat auch eingebunden. So, dann kann ich nämlich im Hintergrund schon mal mich um andere Dinge kümmern, wie Musik, was ich jetzt immer noch nicht gemacht habe. Weil ich natürlich hier Vollprofi bin. Und damit haben wir jetzt auch Musik. Ah, da kommt noch ein bisschen was dazu. Eigentlich noch ein bisschen was Ruhiges jetzt. Muss ja eh noch mal ein bisschen wegen Musik schauen. Ich habe nicht viel Musik aktuell. Kommt alles mit der Zeit, wenn man das zusammengesucht hat. So. So. Das mal schließen und weiter geht's. So, Game Chat ist aus. Und das nächste Game startet schon. Ist halt noch nicht gestartet, deswegen hat man noch nicht den anderen Bildschirm und mache ich das halt so jetzt. Müsste starten? Ja, müsste starten. Hier schon mal ein Wechsel. Ich habe mich an Minecraft gedacht. Der eh noch ein bisschen was machen wollte. Oh, das dauert. Das dauert gerade einen Moment. Moment. Uno momento, pro favor. It's late halt. Anders kann ich das nicht sagen. It's late. Es ist spät und es ist late. So, dann habe ich, dann kann ich das einmal hin und her wechseln. Das eine passt jetzt schon. Eigentlich nacharbeiten. Das muss ich nicht. Man muss die Schweinerei muss nacharbeiten. Wenn man zu viel rumbastelt. Nein? Achso, verdammt, jetzt weiß ich was.
Minecraft aktuell gar nicht aktiv, deswegen kann mir das natürlich nicht angezeigt. So, jetzt dauert es einen kleinen Moment, aber dann haben wir ein Bild. Bingo. Ja, einmal mit Profis. Nein. Asche auf mein Haupt, ich bin kein Profi. Das ist. Wir machen Dinge. Wir machen Dinge, die laufen. Aber nicht gut. Sie laufen, aber sie laufen nicht gut. Mal funktionieren sie nicht. So, kümmere mich dann in Ruhe. Ja, ich habe angefangen, auszumisten. Auszumisten tut das eigentlich ganz gut. Ich sollte hier dann auch immer aufpassen, in welche Richtung ich gehe. Ich schaffe es immer in die falsche Richtung. Ich hab nichts gegen Hühnchen. Aber nicht gegen so viele. 2 oder 3. Aber. Nein! Gut gehabt. Das Hühnerspaßbad wächst. Ich soll mal sagen, das sieht doch gut aus. Jetzt habe ich 2 Hühnchen und auch Federn und so und ich brauche die eigentlich jetzt gerade nicht, aber ja. Passiert. Als erstes bin ich gerade Inventar, das so Dinge, die ich gerade nicht brauche, kann man auch nochmal kurz ins Lager gehen. War zwar jetzt nicht so mein Hauptgedanke, aber ach so, das war nur ein Ei. Aus Versehen ein Ei fallen gelassen. Darauf wurde das Ei fallen gelassen, ja. Rott bedeutet, ich sollte mir vielleicht auch mal was zu essen holen. Ich habe doch schon einiges an Koppel hier rüber gehauen. War mir nun so gar nicht bewusst. Koppel Deep State und bis da. Da. Hühnchen.
Moment, war nicht hier irgendwie drüben? Monster-Loot. Ah, hier. Haben wir also doch ein bisschen was. Auch noch ein bisschen was. Nicht zu wenig, nicht zu viel. Nur das Beste von Persil. Oh Mann, nein. Aber aktuelles Minecraft ein bisschen doch wieder mehr. Hast du gesehen, immer ein Puffer für die YouTube-Videos lässt, aber dann halt auch nicht so voran. Kann man. Wieso will ich jetzt zum Lager? Ich muss nicht zum Lager, ich muss zur Höhle. Ich hatte ja schon überlegt, Richtung Wintergebiet jetzt schon mal was zu suchen, aber ich drück mich ein bisschen davor. Und Alan Wake wird noch lustig dann heute. Also das ist geplant so, aber ein bisschen später. Und mal sehen, wie lange. Also könnte ein längerer Stream werden. So wie immer halt. Aktuell sind es ja nur, also in einer Minute sind es 3 Stunden. Hühnchen! Kein Hühnchen, aber ich hab Hühnchen. Du bist Hühnchen. Im besten Fall baut man sich eigentlich wirklich hier Stück für Stück hier runter, aber nein. Ich werde so die Wasserhöhlen da unten dann hassen. Weil das ist so ein, man kann es halt machen. Im Grunde könnte ich sagen, ich mache hier alles, was hier ist, komplett nach unten. Weil weg muss es so oder so. Warum ich hier eine Höhle habe, weiß ich nicht mal. Man wüsste. Leichter Fail, würde ich jetzt immer sagen. Jo. Zumindest wir sehen das unten, das Licht. Das Licht am Ende des Tunnels. Das Licht am Ende des Tunnels will man nur nicht immer sehen. Und ich weiß, dass wir das Licht am Ende des Tunnels heute noch öfter sehen werden, in anderer Hinsicht. Das passt ganz gut, das Ende des Lichts des Todes, ja. Den werden wir heute noch öfters treffen.
Mal gucken, wie lange wir dann heute auch machen. Wahrscheinlich lang. Das Platte sollte ja mitspielen, von daher ist das nicht so wild. Hauptsache wir überstehen das dann alles ganz gut. Und mit den gut überstehen, das am Ende bin ich ja selber schuld, dass ich mir das so ausgesucht habe, aber nein, das so. Und irgendwie ist das die bessere Methode gerade, die ich jetzt nutze, solange ich kein Wasser finde. Solange ich kein Wasser finde, ist das hier echt die bessere Methode. Wo man sagen kann, ey, ich hab hier. Das ist ein stumpfer Fortschritt. Entfederchen. Sag mir jetzt nur noch, du hast es gesehen. Hallöchen? Hallo, Hallöchen. Achso. Da war nichts von Belang. Okay. Schön, dass die meisten Stände, die sind runtergefallen. Ja, da man nur 5 Minuten hat, könnte es passieren, dass das ein oder andere vielleicht hier runterfällt. Und das Blöde ist, ich habe keine Ahnung, ob das hier jetzt zugemacht werden muss oder nicht. Ist ja gut. Ich habe dich gehört. Meine Vermutungen haben sich wohl nicht bestätigt. Okay. Ich dachte jetzt, oh, nein. Nein, 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 nein. Dort ist alles nichts. Oh, hübsch ist es. Das muss alles weg. Ja gut, ich würde es jetzt langsam noch überleben. Langsam. Aber man muss es ja nicht riskieren, einfach hier runter zu springen. Aber wir haben zumindest Ecken. Nein.
Und wenn ich mich wirklich hier die ganze Zeit so runterbaue. Mal gucken. Das ist aber eigentlich grundsätzlich gar keine doofe Idee. Außer es kommt Lava. Dann haben wir bis unten dann auf einmal Lava. Wenn man nicht schnell ist. Das mit den Spawners ist halt auch eh schon nervig genug. Der muss halt einfach weg. Jeder, der gerne einen Spawner hat, wird sich so denken, ja, nein. Ah. Boah, also wir haben jetzt schon ein größeres Loch, was wirklich bis oben geht. Wenn man uns ganz doof sagt, wir könnten in der Ecke anfangen, was halt nicht stimmt. Ich muss in der Mitte genau anfangen. Mit Bauen muss ich in der Mitte anfangen. Und da müsste ich dann nochmal gucken, wie und was. Also ich habe mir da schon ein bisschen einen Plan zurechtgelegt und ja. Aber irgendwie kommt da nicht viel bei rum. Zu viel runtergefallen? Ich weiß es nicht. Könnte halt sein, wäre halt echt dämlich, wenn. Dinge, die nicht passieren sollen, so gesehen. Aber ja. Moment, die Ecke, das müsste doch die Ecke gewesen sein. Also da, wo es S ist, ist halt auch ein Spawner und deswegen die Ecke. Es wird böse. Nein. Na, kommt schon. Gut. Naja.
Wir müssen halt einfach ein bisschen jetzt hier Fortschritt erreichen. Wir müssen nach unten. Wenn ich das jetzt so in der Höhe immer mache. Es ist 13, also. Ich freue mich schon so gesehen auf jede Höhle. Ich freue mich halt wirklich über jede Höhle. Das alles auf eine Höhe bringen ist das eine und das andere ist so. Wir brauchen Tiefe. Wir brauchen keine Höhe, also keine gleichmäßige Höhe, wir brauchen einfach nur Tiefe. Denn tief ist gut. Je tiefer, umso besser. Ja gut. Zu tief kommen wir ja eh nicht. Ich muss dann nur gucken, dass wir dann auch irgendwie hier wieder rauskommen. Aus der Ecke. Fackel gibt. Oh, und die Treppe. So. Geht doch. Gimme, 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 gimme. Ich brauche noch ein bisschen. Ich höre das Wasser eben. Ich höre das Wasser. Das ist nicht gut, dass ich Wasser höre. Das ist überhaupt nicht gut. Ah. Das kriegen wir alles hin. Das ist nicht so schlimm. Nicht wahr, Chat? Chat ist am Schlafen. Chat ist Brain AFK. Bei Steinglocken ist der Chat aber Brain AFK. So, und so ist der Mist. Und so gesehen eigentlich schon froh, wenn wir dann bei 1 oder besser gesagt bei 0 sind. Also plus minus 0. Weil aktuell sind wir bei 13.
Nein, nein, nein. Nein. Ach, bitte. Inventar sagt ja, also machen wir weiter. Vielleicht hole ich mir dann auch noch gleich was zu essen. Aber im Großen und Ganzen, ich will ja ein bisschen vorankommen. Ah, schon wieder das Wasser. Das läuft. Das Wasser ist nicht allzu schlimm, wie ich erwartet habe. Hier hinten ist ja noch Wasser, das nervt ein bisschen. Oh. Ist ja nicht so, dass ich hier irgendwie auch wieder hochkommen müsste. Einfach erstmal die Treppe weggesegelt. Ja, ich brauche die Treppe nicht. Ich komme auch ohne hoch. Das ist natürlich klar. Ich kann alles ohne Treppen. Sieht man ja. Nee. Ich will erst ein bisschen weg haben. Das funktioniert ja schon.
Ich will nur ein bisschen Platz. Ein bisschen. Ich darf nicht zu weit rübergehen, ansonsten habe ich nämlich das Problem. Wohl. Ich denke mir immer so, ich komme hier dann gleich raus. Das ist eigentlich mein Problem. Scheinbar haben wir ja noch Platz. Ähm. Hm. Damit. Und den Mist will ich ja weg haben. Na, hier können wir noch ein bisschen. Nur ein bisschen. Nee. Und sehr gut. Eine kleine Ecke, aber es ist eine Ecke. Und wenn ich das hier durchziehe, ja gut, da ganz in der Ecke haben wir ja schon das Loch. Deswegen sieht das wahrscheinlich so komisch aus. Ich glaube, ja, ich sollte vielleicht mal runtergehen. Kurz mal ins Lager. Aua. Das tut doch weh. Oh je. Nein. Ich kann so im Grunde in die Kiste rein. Wunderbar. Nee. Ich gehe jetzt. Ich gehe die langen Wege.
langsam denke ich, die Hühner kommen von alleine aus den Eiern. Wenn wieder 3 sind. Wir sind definitiv hier alleine, also. Not the server. No, not the server. Das ist weg. Die gute alte Granit. Oh. Der Rest ist halt Schmerz. Erst Schmerz, diesem da. Nein, das ist nicht bald voll. Müssen wir dann hier ein bisschen, vielleicht ein bisschen warten, bis das ein bisschen sich sammelt. Halt. Es ist frisch. Ich kann nicht mehr kurz gehen jetzt. Wir müssen jetzt eh warten, also be right back.
korrektiv. Wenn ich das hier nicht mehr brauche, dann das automatisieren. Ich brauche den Helm nicht. Dafür. Nee, das ist das interessantes Goldzeug. Gimme. Ich brauche nur ein bisschen. Ich habe eine frische Idee.
Kram schon. Ich brauche mehr. Hm. Natürlich. Wenn man mal ein bisschen XP braucht, kommt sie nicht so schnell, wie sie da sein müsste. Gut, es erinnert mich nicht mal viel. Nicht mehr wirklich. So. Verdient. Wieso sind hier so viele Hühnerreiter? Ich will keine Hühnerreiter, ich will was Gutes. Ach ja, das dauert halt immer ein bisschen. Oh, jetzt haben wir genug. Wenn wir jetzt genug haben, können wir dann weiter. Weiter, immer weiter. Werde ich nicht gescheiter, aber es geht weiter. Ja. Ach, Hühnchen. Hühneli. Ach ja. Ey, super. Schluck auf, kommt jetzt gar nicht. Dinge, die... Nein, Dinge, die hier nicht kommen dürfen, sollen, müssen, können. Also, Glück auf.
hier ein bisschen so. Ich will doch nur nach oben. Ach ja, wir sehen dann auch bald. Ich wieder in meine Ecke und schäme mich, dass ich noch nicht immer weiter bin. Nö. Außerdem mit der falsche Spitzhacke sehe ich gerade. Okay. Nein. Irgendwie. Auch keine Lust zu ertrinken wegen den Scheiß. Jo. Ja. Natürlich. Natürlich haben wir hier direkt wieder Wasser. Wieso auch nicht? Ich liebe Wasser nicht.
So ein Scheiß hier. Das geht doch nicht. Kann doch nicht sein. Ah. Nein! Ich freue mich nicht. Ich freue mich nicht. Zumindest nicht bei dem. So. Kann ja nicht sein. Das kann doch nicht sein. Ich muss doch hier noch... Nur. Wollte ich gesagt ja nur. Und eine Wasserhöhle hier ist nicht so wild. Oh shit, nein, 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 nein. Ich krieg das hin und sterb hier. Das wäre... Oh, Scheiße. Hauptsache es fällt dann keiner runter hier. Wenn da einer so gesehen dann noch runterfällt, ja. Das Schöne ist, wir haben jetzt Kackspawner. Wir sehen das Ende des Lochs.
Ja. Achso, das ist der Spawner. Mist. Nein. Das ist ein Scheiß. Da ist mir was runtergefallen. Hier und wirklich Trichter aufstellen. Unser Freund der Spawner. Unser schöner Freund der Spawner. Ja. Nee. So, das war's mit dem Spawner. Säbel? Nein, Moment. Den können wir löschen. Geh wieder runter. Muss halt ein bisschen was noch weg und alles und das ist gesehen
ein kleiner Anfang in die richtige Richtung. Und vor allem sieht man dann so ein bisschen was. Oh, Hauptsache es fällt dann wirklich halt keiner runter. Obwohl, die Mobs dürfen runterfallen. Der Fallschaden sollte eigentlich einen Instant killen. Traurige ist nur, hier kommen auch, also hier können auch Slimes spawnen. Und die Slime-Farm wird ähnlich von der Höhe, aber sonst. Nein. Ich komme immer näher. Oh. Da-di-dam, da-di-dam. Ich will hier noch ein bisschen was schaffen. Bisschen. Rüttel mich fleißig nach unten und denke mir so, wann bin ich denn endlich unten? Aber wir sind bei 37. Das Inventar sagt noch, ist alles gut. Inventar ist gut, deswegen bin ich zufrieden. Sobald so gesehen irgendwie eine Ecke weg ist, mal 3 Kreuze machen. Ja, das habe ich irgendwie vorher schon erwartet. Jetzt haben wir das Problem, wir haben keinen Platz. Ich habe zu viel abgebaut. Also wie es sind. Wenn ich runterfalle, bin ich so gut wie tot. So gut wie.
So, ja. Ah. Gut. Nicht gut. Also von allen wieder was. Das ist weg. Das ist weg. Boah, Lapis haben wir mehr als genug, würde ich mal sagen. Müsste eigentlich das Zeug mal unten liegen. Meins.
Ja, weiter geht's. Einmal nach oben und schauen wir mal. Ah. Da ist noch was. Schatz, den ich brauche. Es sieht merkwürdig aus. Aber es passt schon. Vor allem die Deckenhöhe, das ist nur 3. Das sollte mal gucken, wie hier inventarmäßig das hinkriegen. Na. Wollte er gerade was aufkloppen? Ja, was sagen wir? Ja. No. Oh Mann. Ich wollte schon sagen, ich kenne das so gesehen. Ich springe doch so gesehen grundsätzlich von einem Mist in das andere. Ah!
Wie war das? Ich spring von einem Mist in den anderen Mist. Ich krieg sowas von der Krise. Macht doch keinen Spaß. So. Ich hatte über 30 Level. Ich hatte fucking... Ei. Ja. Das ist so richtig mies. Das Schöne ist, wir müssen erst nach oben, dann müssen wir nach unten und ja. Wir müssen auch noch darauf hoffen, dass nichts despawnt. Ein Scheiß. Ich bin so gerade ein bisschen indirekt am Verzweifeln. Nein. Nein. Moment. Ja. Das ist ungünstig, aber gut. Ich wollte schon sagen, also das Wasser müsste doch langsam weggehen. Ja. Vor allem 5 Level. Weg.
Dein Scheiß. Ich wollte da nicht runterfallen. Ich hatte 30 Level. Über 30 Level. Und was kriege ich hin? Scheiße. Einfach ein Das ist doch scheiße. Ja, die Ecke haben wir fertig. Und das müssen wir noch machen. Ist eigentlich. So. Erstmal wieder Inventar ausleeren. Level sammeln. Ah, nee, Level sammeln nicht, aber Inventar ausleeren. Ich bin runtergeflogen und ich muss mich schockieren. So ein Dreck auch. Kabel. So. Das kann ich nicht. Das kann weg. Das kann weg.
Irgendwie ein Glück. Ein wirkliches Glück mit den Dingern. Das darf ich vor allem wieder sammeln. Naja. Sammeln gehört dazu. Nee. Und ich war Schröde geflogen. Fackel! Meine Fackel. Nee. Blödes Wasser. Natürlich. Das ist die Belohnung dafür, dass ich jetzt hier fast ertrinke, oder was?
Ei. Nee, nee, nee. Ich will doch eigentlich nur... Ich hätte so gesehen, die hat nur noch die Ecke machen. Den hat mich das hier schon gelehrt, was mich erwartet. So oft wie ich sterbe. Nee, einfach nee. Nein. Das geht dann noch. Nein. Ich kann die Decke nicht sehen. Und die Decke nicht sehen, aber das ist nicht. Erstmal den ganzen Mist wieder wegbringen und dann wechseln wir einfach mal das Game.
ich sogar noch mal schauen. Passt. Weil ich Dinge offen habe oder es vielleicht nicht so ganz positiv ist. Das ist gut. Das ist nicht gut. Oder wieder. Das fehlt nur. Das ist alles Filmmaterial. Wie gesagt, Filmmaterial. Es füllt die Kisten. Wir müssen halt wirklich auch mal gucken, irgendwelche Kisten da. Die eine Dreier, die ist halt voll. Hey, heißt gut, Hühnchen. Ist hier? Ja, hier. Wollte ich was sagen? Ja gut, es dauert aber einen Moment. Aber es funktioniert. Wir wechseln so gesehen das Game. Deswegen, ja, Moment. Ich finde den Raum gut. Hübsch. Und darf halt auch jemand joa, Moment. Machen wir es vielleicht auch noch irgendeinen anderen. Oh. Ah.
Musik aus. Dauert halt eben oder einen kleinen Moment. Ah, lädt. Jetzt wird halt so interessant, wie weit es dann läuft auch. Weil ich nicht weiß, wie weit das dann läuft und so. Vor allem noch ich habe was habe ich noch gar nicht geguckt gehabt. Was ich vielleicht hätte gucken können oder gucken hätte sollen. Ich mal was machen. So wäre. Oder geht das? Nicht jetzt. Jetzt ist die Frage, läuft das oder läuft das nicht? Natürlich habe ich es nicht aktiv gehabt, deswegen kann es auch nicht laufen. Aber jetzt vom Bild. Das Model würde ich in dem Fall aber auch wegnehmen. Und wir müssen aber dann, das ist nicht mehr Minecraft, sondern entspanntes Zocken passt zwar auch nicht mehr inzwischen, aber scheiß drauf. Das ist entspanntes Zocken, entspanntes Sterben. Wir gehen jetzt sterben. Ja, yippie, ja. Ja, so in der Richtung. Innerliche Angst, was? Was zur Seite. Dinge, die irgendwann immer
Ja, ja, ja. So läuft, würde ich mal sagen. Da bin ich relativ froh, dass das jetzt einigermaßen okay läuft. Weil ich jetzt nicht erwartet. Ich weiß jetzt schon, dass ich es hassen werde. Wir sind an der Stelle, wo es eigentlich heißt, hau dir das Papierchen an. Das magische Papierchen. Papierchen, das dir sagt, renn, renn um dein Leben. Ich will aber nicht. Ich will nicht um mein Leben rennen. Ich habe Angst. Angst vor dem, was passiert. Ich renn. Ich weiß, das wird nicht gut enden. Wir kriegen uns doch eh vor das magische Papier hier. Das Bild der Hexe auf dem Schild. Saga wandte sich an die Hexe. Die verwischte Linie auf dem Herzen. Den zweiten Teil aus dem Gedächtnis rezitiert. Ich habe das Herz dabei, Hexe. Zeigt mir den Schrecken. Nein! Saga schob das Herz durch das Loch im Schild. Nicht den Schrecken zeigen. Bloß nicht den Schrecken zeigen. Oh. Vor allem welches Herz. Aber ich mag die Lampe, die ist schön hell. Die ist wenigstens schön hell, die Lampe. Ah, Falltafel. Wir haben Witch's Hut am Golden Lake. Yay. Die Seite von der Witch's Hut scheint eine Art Ritual zu beschreiben. So. Ja. Okay. Moment. Da geöffnet der Übergang am Golden Lake. Ja. Radio hatten wir doch. Eins von 6 Keller-Werbung. Okay. Witches Ladle überträgt Sage, beobachtet sie und... Ja. Nightingales Herz ist aus der Leichenhalle verschwunden. Wo ist es jetzt? Nightingales Herz ist mit ihm aus der Leichenhalle verschwunden. Wie soll ich es finden? Und wo ist diese Hexe? Sie knifft zum Lesen die Augen zusammen. Die verwischte Linie auf den Herzen. Im zweiten Teil aus dem Gedächtnis rezitiert: Ich habe das Herz da dabei, Hexe. Zeig mir den Schreck. Um zum Übergang zu kommen, muss ich Nightingales Herz finden. Die daraufstehende Zeile und die Zeile auf der Seite zum Schild der Witch's Ladle lesen. Und dann das Herz durch das Loch im Schild schieben. Ich will aber nicht. Vielleicht noch nicht. Nein, nein. Ich habe so das Gefühl, es wird nicht gut enden, deswegen will ich eigentlich gar nicht. Worte auf den Herzen, wo ist das Herz? Profiling? Das Herz. Ich brauche Nightingales Herz für den Übergang.
Wo ist es? Ein Kultist legte sich nahe heran. Er war da, aber er war auferstanden. Nightingale war dort. Das Gegenteil von Sonnenflecken. Wer hat das gesagt? Das ist es nicht. Ich habe nicht alles, was ich brauche, um das Herz zu finden. Es muss mehr geben. Das Herz, wo ist es? Nightingales Herz. Wo ist es? Währenddessen spielten sie im Warenhaus Karten. Die Hexe hatte sein Herz gestohlen. Raus aus meinem Haus. Nightingales Herz liegt in einem Kühlschrank im Warenhaus. Ein Kühlschrank. Ja, wo auch sonst. Gut gekühlt und zur Transplantation freigegeben. Der nächste wird sich doch freuen. Oder auch nicht. Ja, das Herz im Ich muss Kühlschrank. im Warenhaus nach dem Herz suchen. Ach, Casey, ich bin unterwegs zum Warenhaus. Ich glaube, ich weiß, wie ich in den Übergang komme. Verstanden. Ich bin den Spuren eines Squads in den Wald gefolgt und habe mich ein wenig verirrt. Haben Sie sich verlaufen? nö. Ich habe mich erst einmal in meinem Leben geirrt, Anderson. Bei meiner Ex-Frau. Ich finde schon einen Weg zurück. Kein Grund zur Sorge. Ey, das wird böse enden. Hey. Er hat sich bei seiner Ex-Frau ja, aber... Relevanter Ort. Ist eigentlich nicht schwer, da hinzukommen. Vergiss nicht oft zu speichern. Alleine... Wenn der mir jetzt schon sagt, vergiss nicht oft zu speichern, denke ich mir so, nein, ich vergesse nicht oft zu speichern. Nightingale hat das Warenhaus erwähnt. Ich muss es mir ansehen. habe jetzt schon so, einfach nein. Ja, das kennen wir ja schon, wie die Bitches hat und so. Nicht gut. Gar nicht gut. Der Typ, der kommt doch eh gleich um die Ecke. Ich guck einfach auf den Boden. Scheiß drauf. So hell. Müssen wir da hin? Die Kreuzung haben wir erreicht. Ja, ist im Grunde total egal, von wo wir kommen. Ich habe das Geräusch gehört. Ich habe dieses fucking Geräusch gehört. Nee.
Wir sind im Hellen sicher. Wehe, du gehst aus. Fühl mich nämlich sicher. Oh, Moment, ja, was kurz. Warum mache ich das jetzt so? Fühle mich nicht wohl, nicht wohl. Also wir sollen in die Hütte rein. Kann man auch Zielschießen auf Flaschen machen? Scheiß Schatten. Oh. Ei. Nein. Nein. Scheißding. Dann Empfindlichkeit von der Maus runterstellen. Was? Schalte die Taschenlampen ein, um dich durch die Dunkelheit zu brennen. Die Feinde umgibt. Scheiße. Ermöglicht dir, die feindlichen Angriffe auszuweichen. Vergiss nicht, Licht zu Fluchten zu nutzen, um dich zum Feind zu verstecken, im Kampf Heilung zu erhalten. Ein Kultist. Ein Monster. Wie Nightingale. Wenn du ein Traumakissen verwendest, kannst du dich damit heilen. Die Anwendung eines Traumakissens dauert länger, aber ermöglicht einen größeren Gesundheitsgewinn. Ich habe irgendwie damit gerechnet, dass was kommt, aber... Moment. Okay. Ich sollte hier weitersuchen. Ja, und weil uns die Batterien vor allem ausgegangen sind.
Das ist alles alt. Ich habe jetzt schon so gesehen keine Batterien mehr. Ja. Erkunde dich bei Fortuna an der Kasse. 1, 2, 3. Das ist immer richtig. Schau mal nicht. Bei Fortuna. Batterien sind mir recht. Der Rest ist eher so. What? Warum ist da nichts drin? Kasse. Wo ist die Kasse? Da ist die Kasse. Sieben 705, 713, 717, 723. Nicht vergessen. Update-Code. Sieben 13, 7 17, 7 23. Moment. 8. Nee, hä? 8, 4. 8. Ja, 8, 4, 8. Also 4, also 27. Fräulein Agnieszka. Handlesen und Blick in die Kristallkugel. Traumdeutung 202 555 0137. Lotto Washington A051317233945. Und haben Sie gewonnen? Ich hoffe, Sie haben. Also 727. Sieben, 2, 7. Glaube ich zumindest. So, 7, 2. Das ist richtig, verdammt. Hä? Könnte dich bei Fortuna an der Kasse.
Das sind dieselben Zahlen wie auf dem Lottoschein. Wie jetzt? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Das ist sicher nicht relevant. Das sind dieselben Zahlen. Sie sind das die gleichen Zahlen auf den Lottoschein. 05? 705. Ich stehe gerade ein bisschen da auf dem Schlauch. So, Lottoschein? Das hat doch nichts mit Lottoschein zu tun. Die 705. 713. 717. Und 723. Das hat Lottoschein? 7,5 zu 7,13 sind so gesehen. Ja. 7,13 zu 7,17 ist 4. 7,17 zu 23 sind 6. So kam ich jetzt. Warum kam ich dann auf 23? Ja, okay. Verstehe trotzdem gerade nicht. Welche Zahlen vom Lottoschein? Ich bin gerade verwirrt. Das hat doch nichts mit dem Lottoschein zu tun. 8, 4, 6. Ja, 8, 4, 6. Nicht vergessen. Geht auf jeden Fall dann nach oben. Aber wieso Lottoschein? 7,17, 7,23? Ach so, 39. Neununddreißig, 45. 05. Es ist so gesehen 05, 13, 17, 23, 39, 45. Also es ist entweder die 39 oder die 45. Ja, ich dachte so, es ist anders. Kombination die 7,39. Du kannst Waffen aus dem Inventar in die Schnellauswahl zuweisen. Du kannst auch Heilmittel und Wurfobjekte in die Schnellauswahl aufnehmen. Oh, Schnellauswahl? Erhöht die maximale Gesundheit. Ja. Und was ist die Schnellauswahl? Schnellauswahl. Okay. Halt keine Ahnung, wie die funktioniert, die Schnellauswahl. Traumakissen. Das ist auch noch ein Traumakissen.
Handwaffenmunition ist halt einfach R. Wie soll das funktionieren? Auswahl? Ah. Das Problem ist, ich habe keine Munition dazu. Okay, das ist einfach Schnellauswahl. Machen wir das die 1. Traumakisten bringt wenig Heil. Machen wir das auf die 2. So, und das große machen wir auf die 4. So, und bei den anderen habe ich keine Ahnung. Schnellauswahl. Machen wir das 2. Okay, ich müsste das genau andersrum machen. Schnellauswahl. Schnellauswahl. Und Schnellauswahl und will ich das jetzt nun wissen oder will ich das nun nicht wissen? Aber wir können jetzt hier einfach... Das Wechseln ist ganz angenehm. Das Problem ist einfach nur, ich traue den Ganzen hier noch nicht. Bei Kühlschrank habe ich halt nicht an den Kühlschrank gedacht, wenn ich ehrlich bin. Das ist eine Kühltruhe. Ich habe einen Kühlschrank irgendwie... Nicht irgendwie einen Kühlschrank? Ich dachte, hier steht auch... Ich dachte, hier war irgendwo Kühlschrank. Schutzraum vor allen Dingen. FBC Station. Der Text auf dem Herzen ist jetzt besser erkennbar und lesbar. Die Welle brach auf der anderen Seite des Spiegels herein. Ich fühle mich hier irgendwie wohler. Warum nur? Das ist hier zwar
Also das wird definitiv total unübersichtlich werden. Das sieht man ja jetzt schon. Aber ja. Worte auf den Herzen sind jetzt leslich. Wo ist das Herz? Worte auf den Herzen. Klingt literarisch. Aber was heißt das? Die Welle brach auf, der anderen Seite des Spiegels herein. Ich habe das Herz dabei. Hexe, zeig mir den Schrecken. Will aber nicht. Will aber nicht. Das Herz befindet sich irgendwo im Warenhaus. Ich glaube, ich bin an einem verlassenen Warenhaus nahe des Tatorts vorbeigekommen. Ja, bist du. Was? Der Kult des Baumes. Bilder des Kultes wirken beinahe wie eine Werbung. Wie Marketing. Uah. Tritt den Kult bei und du wirst insolviert. Schreiben deines Nightingale wurde nein. Kultsymbole, Kult. Physiologie. Psychologie. Aber das bringt uns ja nichts. Die Psychologie des Kultes. Kultsymbole sind normalerweise unauffällig, nur für Mitglieder erkennbar. Doch hier sind sie sehr auffällig und stechen direkt ins Auge. Stimmt. Das Schnee hier ist auch noch nichts abgeschlossen. Aber ich fühle mich hier wohl. Kann ich mich auf die Couch setzen, kann ich Fernseher anmachen und hab nicht so ein komisches... Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Der Kühlschrank. Das Herz. Ich wusste, dass es hier ist. Als hätte ich es im Traum gesehen. Und jetzt muss ich das Herz der Hexe überreichen. Macht auf jeden Fall Sinn. Natürlich musst du das machen. Jetzt habe ich das Herz. Habe ich jetzt irgendwie was Neues damit freigeschalten oder sowas? Haben wir ja nicht. Dachte. Hier ist halt auch noch eine Seite und also ich weiß, ich soll die Seite mir anschauen. Ich bin schon das eine Mal so zusammengezogen. Scheiße. Ich halte von den Seiten nichts. Wie? Eine magische Kackseite, die mich hier... Ernsthaft, keine magische Kackseite. Saga bewegte sich langsam in Richtung der kaputten Tür. Sie war schussbereit, die Taschenlampe nach vorne gerichtet. Nightingale sagte, dass es hier sein würde. Das Warenhaus am Cauldron war zugewachsen, dem Verfall überlassen. Saga dachte über den Kult des Baumes nach. Sie waren hier gewesen, sie planten einen grausamen Ritualmord. Währenddessen spielten sie im Warenhaus Karten, als wäre es nur ein gewöhnliches spätabendliches Pokerspiel. Saga trat näher an die Tür heran. Hatte das Tier sie aufgebrochen? Es gab einen lauten Knall. Saga stand vor Angesicht zu Angesicht mit einem Kultisten, einen hünenhafte Gestalt in einen Regenmantel.
Wir wachen in der Nacht, wilde Augen hinter einer Hirschmaske. Eine Axt in seiner erhobenen Hand. Witches Slate überragt Saga, beobachtet sie und die Hexe, das Bild der Hexe auf dem Schild. Nightingales Herz, ein kalter, toter Klumpen in ihrer Hand. Ihre Definition von Vernunft hatte sich geändert, seitdem sie in dieser Stadt angekommen war. Aber sie vertraute den Seiten. Sie war dazu gezwungen. Saga wandte sich an die Hexe. Sie kniff zum Lesen die Augen zusammen. Den ersten Teil der rituellen Worte, die verwischte Zahl auf den Herzen, den Teil aus dem Gedächtnis rezitiert, die Worte, die sie auf der Seite gelesen hat. Ich hab das Herz dabei, Hexe. Zeig mir den Schrecken. Saga schob das Herz durch das Loch im Schild. Das war der Schlüssel, der Baum war die Schwelle. Ich will aber nicht. Ich will aber nicht. 11. Waffenverbesserung habe ich erst 11. Ja, ich bin froh, dass wir das Radio haben. Moment. Kalender. Bürgermeister Setter generiert keine Probleme. Setter ist netter. Netter vor Mario. Nein. Setter ist fetter. Keiner ist fetter. Nein. Nein, nein. Das sind alle so komische Sprüche. Damit gewinnt man doch keine Wahl. So sollte man zumindest meinen. Wo muss ich denn hier überhaupt hin? Auf jeden Fall so Witches hat. Hexenschild. Ja, also muss ich eh zum... Ja, gut. Übergang. Also kann ich jetzt hier rausgehen, hier rüber gehen und dann speichern. Sollte man zumindest behaupten, dass ich das kann. Scheiß Dinger hier. Überall. Casey, in dem Gebiet gibt es Kultisten. Sie sind besessen, wie Nightingale auch. Passen Sie da draußen auf sich auf. Danke für die Warnung. Ich suche noch immer einen Weg zurück. Ihr Orientierungssinn ist miserabel. Ich finde mich mit verbundenen Augen und betrunken in jeder Stadt in Amerika zurecht. Es sind diese verdammten Bäume. Okay, okay. Ich bin unterwegs nach Witches Ladle. Ich muss ein Ritual ausführen, um den Übergang zu öffnen. Dieser Fall wird immer verrückter. Und aufregender. Bin ich richtig? Ich bin nicht richtig. Bei der ersten das zu, würde ich sagen. Ein Windspiel? Sieht wie ein Windspiel aus.
Noch eine Alex Casey Lunchbox? Gut, dass wir hier hingegangen sind. Denk daran, es ist nur ein schlechter Tag, kein schlechtes Leben. Aber wenn du einen guten Tag hast, ignoriere die ganze Sache. Okay. Manuskriptseiten. Also haben wir jetzt das gut. Haben wir hier jetzt noch eine Manuskriptseite gefunden. Das ist ja schon angenehm. Weil ich schon die Manuskriptseite gesehen habe. Fälle. Wie? Moment. Herz wurde im Kühlschrank zurückgelassen. So. Wo ist das Herz? Da. Das Herz war im Kühlschrank. Genau wie auf der Seite beschrieben. Yep. Und damit ist alles wieder grün und wir haben alles aufgeklärt, was wir aktuell wissen. Lunchbox vom Bereich nahe eines Erdrutsch am Cauldron Lake. Wer liebt sie zurück? Wer ließ sie zurück? Ließ. Breitford? Nein. Das ist die Stadt. Ja. Weißt du genau, das musste ich hören. Danke, Lunchbox-Autor. Das ist so doof. Ja. Nach dem Motto, es gibt nicht nur schlechte Tage und ja. Ich mag das nicht. Ich will zur Hexe. Hier ist richtig. Ich bin fast richtig. Da sehen wir es doch schon. Nein, da will ich nicht hin. Kannst mich mal bloß. Ich fühle mich ja wohl. Ich fühle mich ja sehr wohl. Sechs Stunden und 14 Minuten gespielt. Ja. Und ich fühle mich hier verdammt wohl.
Wenn ich erstmal hier in den Thermos kann ich hätte gerne noch ein paar. Blöder Stuhl. Und der Stuhl ist auch so nervig. Am Stuhl. Okay, kriegen wir den Stuhl hier irgendwie weg? War doch bestimmt hier irgendwie. Aber nicht. So fühle ich mich so. Da kommt doch gleich einer. Kommt bestimmt gleich einer. So, wir haben das Herz. Wir sollen zu den Schild. Das bedeutet, wir müssen zum Fluss hinunter. Wir müssen ja hier wieder komisch hier durchwarten. Irgendwie könnte es sein, dass auch dieser Bereich, wenn der Fluss ein bisschen zurückgeht, dass man da auch hinkommen. Aktuell sieht schlecht aus. Aktuell. Und ja, ich gucke gerne auf die Map aktuell. Wenn ich nicht schon wieder falsch gelaufen wäre. Hier kann ich mich runter. Genau. Blöder Rabe. Angst mir mal. Klappe. So. Wer rechnet denn damit, dass direkt vor allem nicht einer, nein, direkt zwei. Ach nö. Jetzt weiß ich wenigstens, da kommen welche. Ich habe halt gerade auf die Map geschaut. Hässlichen Kackpratzen. Ich habe halt nicht viel. Ja. Moment. Ich kann direkt eigentlich hier so. Wenn ich hier so stehe, kann ich doch hier direkt. Genau, hier einfach lang. Ich halte also auch nicht viel aus. Und ich muss die mindestens einmal mit dem Licht geblendet haben. Ansonsten klappt das nicht. Das ist gut zu wissen. Das wusste ich nämlich beim ersten auch nicht. Und deswegen habe ich so wenig Batterien aktuell. Und das ist. Will ich sagen, es ist scheiße? Nein, es ist Mist. Es ist halt Mist, aber. Jetzt ist es eh überspeichert, also.
Kommt, meine Kleinen. Ich weiß, dass ihr wartet. Und der eine spawnt hier in der Ecke. Ich werde mich nie daran gewöhnen. Ich will mich da auch nicht dran gewöhnen. Vor allen Dingen, wir haben bald keine Munition mehr. Also keine Munition. Hallo Hexe. Hallo. Die Welle brach auf der anderen Seite des Spiegels herein. Ich habe das Herz dabei, Hexe. Zeig mir den Schrecken. Ich glaube, ich bin im Übergang. Sind Sie noch immer unterwegs? Casey! Casey, do you read me? Scheiße. Okay, Saga im Alleingang. Das ist so laut. Wo bin ich denn nun? Okay. Also laut Map bin ich irgendwo hier. Map sagt, ich bin da. Ist das laut? Ein unangenehmes. Okay. Ein unangenehmes Geräusch, was sich definitiv direkt wieder verbessert hat. Aber wo bin ich denn nun? Aber jetzt ernsthaft, wo bin ich? Logan? Mama, Hilfe! Logan? Wo bist du? Was zum Teufel war das? Logan ist wieder in Virginia. Du bildest dir das alles nur ein. Das wird immer verrückter.
Oh, ja. Moment mal. Laufe ich wieder zurück? Nein, alles okay. Ich muss weiter. Sich alles. Wie in einem Albtraum. Ich muss Nightingale finden. Der Schriftsteller ging in den See, verbannte das dunkel besessene Lauten immer noch in den Wellen, der dunkle Ort wich zurück. Die Strömung zog diejenigen zurück, die die Dunkelheit in sich trugen, in den See. Nightingale war dort einer von ihnen. Das dunkle Jacker hatte ihn geholt. Die Hexe hatte sein Herz gestohlen. Sie versanken in den Wellen, der dunkle Ort. Sie wanderten in den Schatten, murmelten zu sich selbst. Es ist dunkel, ich bin verloren, wo bin ich hier? Wer bin ich? Ich kann mich nicht erinnern. Es ist kalt, Premium-Hütten zu vermieten in Breitfors. Wer hatte das gesagt? Können Sie mich hören? Ich brauche Hilfe. Bitte hören Sie auf damit. Was habe ich getan? Sie müssen es ausgraben. Ihre Formen haben sich verändert. Echos der Träume des Schriftstellers kommen, gehen. Die nächste Geschichte und die Geschichte danach. Der Schriftsteller schrieb wieder. Brauche ein bisschen Munition. Der Schriftsteller schrieb wieder. Er ist hier, Nightingale. Das ist nicht gut. Vor allen Dingen, man konnte man nämlich mal speichern. Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. Hä? Das ist vor allen Dingen die Map. Was? Die haben keine Map, das nervt mich. Ei, ist das gemein. Einfach nur gemein. Weil ihr wollt mich hier eh noch sterben sehen. Nightingales Marke. Oh Gott, ja.
Nein. Oh Mann. Nein. Schrotflintenmunition. Batteriepack. Kann er nicht benutzen. Aber sonst ist da nichts. Solltet ihr nicht weiter suchen, zeigen Sie mir den Klicker. Natürlich. Was ist das für ein komischer Durchgang? Kann ich nicht einfach zurück? Ich mag das nicht. Kann ich einfach zurück und sagen so, ich habe keine Lust hier? Das sieht ja halt gut aus. Hier sieht's halt gut aus. Munition und sowas haben wir ja schon eingesammelt jetzt. Wir müssen da halt lang. Und Hallöchen. Ich hoffe, ich überstehe das hier ganz gut. Bin mir nicht sicher. Dieses komische Weg, der wird kein leichter sein. Ja, wir haben halt nur den einen Weg. Ein bisschen Munition haben wir bekommen. Wir haben für die Schrotflinte müssen was bekommen. Aber, ja. Das Wichtigste sind...
Wenn ich jetzt wüsste, wohin. Bewegung jetzt. Es hieß so gesehen Bewegung jetzt rennen. Wir haben den eigentlich. Okay. Oh. Wir müssen uns eigentlich fast direkt heilen. Wir halten nicht viel aus. Nightingale ist nervig. Ja, ich weiß, dass du uns jagst. Und ja, das ist geskriptet, dass er uns kriegt. What? Okay, ich muss andersrum. Weil der den Baum so hält, müssen wir andersrum wahrscheinlich. Ja, den kriegen wir doch eigentlich tot, meine ich. Weil die anderen haben wir auch gekillt bekommen. Da soll man wirklich hier rennen. So, ich bin in die falsche Richtung gegangen. Ja. Ja.
Moment. Das war doof. Da war eine Lampe. Und wir haben halt batteriemäßig echt nichts. Ach nö. Ja, scheiße. Das hatte ich vor uns nicht gesehen. Uff. Drecksvieh. Einfach nur Drecksvieh. Hey. Wir haben keine Munition mehr. Was ist das für ein Scheiß? Nein. Oh. Da war das Genicke durch. Bin ich gut darin, würde ich mal sagen. Ei. Soll es wahrscheinlich eher. Moment, man kann es ansonsten. Ich stell's mal kurz mal ein bisschen auf leichter. Weil mich die Story mehr interessiert als die Kämpfe.
Nein. Scheiße. Das Schöne ist, ich weiß ja noch nicht mal, ob ich richtig bin. Ei. Aber nicht viel drin. Aber scheinbar sind wir richtig. Nein! Verdammt! Ich will nicht sterben. Boah, uns geht die Munition aus. Es geht sowas von die Munition aus. Ich lasse mich zu sehr auch zurücktreiben. Wer sind Sie? Was ist los? Wer sind Sie? Ich kann mich hören. Ich bin Saga Anderson, FBI. Ich kann Sie hören. Cauldron Lake. Ja, ich bin am Cauldron Lake. Wo sind Sie? Wir sollen entkommen. Ich bin in Gefahr. Das Dunkel.
Sind Sie okay? Nein, ich bin schuld. Er entkam. Mit meinem Gesicht. Scratch! Sir, ganz ruhig. Atmen Sie tief durch. Er hat die Geschichte verändert. Das Dunkel. Wir müssen es aufhalten, bevor... Ganz ruhig. Eins nach dem anderen. Wie heißen Sie? Ich heiße Alan Wake. Ich bin Autor. Ich war... Wake? Woher kommen Sie? Sie werden seit 13 Jahren vermisst. 13. Oh, ist das böse. In the dark, miles apart, made a promise that I'm coming out alive. Raging heart, went too far. I will never lose myself again, or I was calling you, did you hear me? I lost my way, lost my way. I was trapped in 1,000 nights with no escape. Nightmares taking me over, and now I'm wide awake. And now I'm wide awake. Oh, I died like 1,000,000 times through the waves I break. The nightmare's finally over, and now I'm wide awake. And now I'm wide awake. Blinding lights, burning eyes. I can see myself and I don't need to hide. My foolish pride paid the price. I will never leave again, I'm by your side. I was calling you, did you hear me? I lost my way, lost my way. I was trapped in 1,000 nights with no escape. Nightmares taking me over, and now I'm wide awake. Warte. Oh, I died like 1,000,000 times through the waves I break. The nightmare's finally over, and No, right away. No, right away. Ich finde die Musik sowas von entspannend. Ei. Ei. Aber wir haben Alan gefunden, den Autor. Kann uns da nicht irgendwie rausschreiben oder das so happy-mäßig schreiben? So ein Happy wie alles Friede, Friede, Freude, Eierkuchen und so. Ich wäre da voll dafür momentan. Ei. Anderson, wo waren Sie? Das Funkgerät funktionierte plötzlich nicht mehr und dann verschwand die Überflutung einfach. Seltsamer Wald. Ist das der, für den ich ihn halte? Casey, das ist Alan Wake. Mr. Wake, Special Agent Alex Casey. Er wird Sie zu unserem Auto begleiten. Casey, wir treffen uns vor Ort, nachdem ich mich umgesehen habe. Wenn sich die Überflutung zurückgezogen hat, gibt es dort jetzt vielleicht neue Beweise. Okay, bis dann. Alex Casey? Wie... Bin ich noch immer im dunklen Ort? Nein, das kann nicht sein. Ich bin draußen.
Ja, der Privatdetektiv in Ihrem Buch heißt so wie ich. Gut. Dann mal weiter. Bis zum Auto dauert es eine Weile, Wake. Bereiten Sie sich vor, dann geht es los. Ich brauche noch eine Minute. Cauldron Lake. Ich dachte, ich würde nie hierher zurückkehren. Lassen Sie sich Zeit, doch Sie sollten wissen, dass der Wald gefährlich ist. Ja. Ah. Es wird dunkel. Haben Sie eine Taschenlampe? Ohne Licht ist es nicht sicher. Ich habe ein Licht und eine Waffe. Ganz ruhig, Wake. Und die Seiten. Wenn Sie irgendwo Seiten mit Text finden, müssen Sie sie sicher aufbewahren. Unser Leben hängt davon ab. Auf ihnen stehen wichtige Infos. Wir wissen von den Seiten, Wake. Wir halten die Augen danach offen. Okay. Okay, einen Moment bitte. Schon gut. Dann muss ich erstmal beruhigen. Zeit. Ja. Die einmal durch den Matsch gezogen, würde ich mal sagen. Die einmal komplett durch den Dreck gezogen. Ich sollte mich umsehen. Da sich die Überflutung zurückgezogen hat, könnte es weitere Hinweise geben. Ich schaue mich halt gerade um. Die Überflutung verschwand ganz plötzlich wieder. Ich frage mich, ob der Übergang etwas damit zu tun hat. Oder Nightingale. Ufer des Cauldron Lake. Witches Ladle. Übergang. Also sind wir jetzt hier irgendwie lang geirrt oder wie muss ich das verstehen? Also scheinbar und? Unsere Funzel an Taschenlampe hilft gerade nicht viel. Die scheint auch nicht viel zu sein. Außer Matsch und Moor und keine Ahnung. Kann ich wahrscheinlich hoch. Aber will ich da lang? Jetzt denn nichts. Okay, das ist natürlich nicht schlecht. Ja gut. Der lag da wohl schon eine Weile. Dann sollte ich vielleicht erstmal oben lang. Also wir können hier auf jeden Fall hoch. Scheinbar zumindest. Schade, da geht's nicht. Oh. Irritiert das eigentlich komplett? Wir sind da.
ja nichts Großartiges. Ah. Das zum Thema, da ist ja nichts Besonderes. Nö, nö, nö. Nur eine Manuskriptseite vielleicht wichtig sein könnte. Aber natürlich ist da nichts Wichtiges. Ist denn jetzt richtig? Ja, genau. Vor allen Dingen, warum müssen wir schon wieder alleine rumlaufen? Bin mir da ein bisschen unwohl ab. Zwei Seiten haben wir gefunden. Ich sag mir jetzt nicht, ich komme da nicht mehr raus, dem Hexenschild. Weil hier so ein bisschen. Das sieht halt komplett danach auch aus, als könnte man hier nicht mehr lang. Das habe ich gebraucht. Ist das ein Oschi? Spiel gespeichert. Das ist gut oder ist das negativ? Du kannst eine Schnellwende ausfinden, indem du zweimal schnell hintereinander S drückst. Warum kommt das jetzt mit der Schnellwende? Oh. Sogar die Tiere verwandeln sich in Monster. Ja. Auf die kann ich verzichten. Auf die kleinen Wölfchen kann ich definitiv verzichten. Weg mal doch. So. Cool the bowl. Okay, cool the bowl. Eine Schließkassette. Ist das das Symbol des Kult des Baumes? What? Dit. Neustart. Notizen und Munition.
Das Werkzeug der Wahl. Der Kult sieht seine Opfer nicht als Menschen. Denkt daran, sie sehen aus wie wir, aber sie sind es nicht. Sie sind Tiere und es ist unsere Aufgabe, sie zu jagen und auszuweiten. Gut. Nicht gut. Oh ja, gut. Hier ist gut, weil hier fühle ich mich wohl. Lunchboxen brauchen wir gerade nicht. Die Kultversteck. Versteck am Ufer des Golden Lakes. Die Notiz darin fordert die Kultisten dazu auf, ihre Opfer zu dehumanisieren. Aber als Versteck? Na gut. Der Kult des Baumes. Hinweis, die Kultisten daran erinnert, dass ihre Opfer wie Tiere sind. Kult. Ja, die Psychologie. Sie entmenschlichen ihre Opfer. Sie sind die Raubtiere, die Opfer nur Beute. Fall abgeschlossen. Nightingale verschwindet für 13 Jahre, taucht als Leiche auf und verwandelt sich in ein Monster. Ich stoppe Nightingale, dann taucht ein Schriftsteller auf, der ebenfalls 13 Jahre verschollen war. Gibt es eine Verbindung? Was ist das für ein Fall? Ich habe einen Wolf getötet. Was taucht dafür auf? Eine Katze oder wie? Ich habe Nightingale getötet. Ihr müsst es tun. Es war ein Monster. Die Überflutung am Golden Lake hat sich anschließend zurückgezogen. Nichts davon ergibt Sinn. Wir haben Alan Wake, einen Schriftsteller, der 13 Jahre vermisst wurde, mal am Ufer gefunden. Hoffentlich kann er auch, hoffentlich kann er uns weiterhelfen. Wir haben ja auch noch ein paar Seiten. Nightingale am dunklen Ort. Es war dem Schriftsteller schon immer auf der Spur gewesen. Der Schriftsteller, den er verachtete, Hemingway Bukowski Wake. Ich werde sie kriegen, ich werde sie finden. Sie werden dafür bezahlen. Das ist eine Nummer zu groß für sie. Er stieg in den Tunnel hinab aus der dunklen Stadt in den Ozean der Finsternis. Nächster Halt, Caldera Street Station. Eine Präsenz rumpelte, kein Zugschatten bewegten sich auf dem Bahnsteig. Der Kult des Schriftstellers wartete dort auf ihn. Der Kult des Wortes. Ein Kultist lehnte sich nahe heran. Ich trage seine Worte jetzt an meiner Brust. Sie dürfen den See nicht betreten, bis er dies erlaubt. Er würde gefasst werden, ermordet. Sie haben ihn erwischt. Sie haben ihn nicht erwischt. Er wurde aus dem Hass wiedergeboren. Er war da. Aber er war auferstanden, sollte den Lichtschalter suchen. Auferstanden aus dem See, den er nicht... ist auferstanden aus dem See, der nicht der See war. Der realitätsverändernde Einfluss des dunklen Ortes floss wie Wasser. Die Angst fließt den Weg des geringsten Widerstandes entlang.
Die Schwachstellen wurden zerfressen, bis die Risse bekamen, an Orten, an denen die Realität nachgiebiger war, wo eine Geschichte, die immer wieder erzählt wurde, die Fantasie beflügelte und die Angst abermals entfachte, die Mauern der Realität aufgeweicht hatte. Orte der Gewalt und die Tragödie, wo die Wahrheit in Fiktion reduziert aus Gewalt, wo die Wahrheit mit Fiktion verwoben war, wo ein Kunstwerk eine alternative Erzählung vorschlug, etwas, von dem die Menschen annehmen konnten, dass es wahr ist, etwas, von dem die Menschen überzeugt waren, etwas, das sie fürchteten. Ja, gut. Vier. 1, 2, 3, 4, 5. Schade. Keine Lust auf so einen Wolf. Das ist so mein Problem gerade. Deswegen bin ich gerade so eher so in Richtung. Komm, wir gehen zurück. Da ist doch eine Abkürzung. Da muss ich keine Wölfe killen. Im Bestfall muss ich keine Wölfe killen. Ob ich das wirklich muss, werden wir noch sehen. Der Hirschli. Durchgerobbter Hirschli. Muss nur noch zubereitet werden. Aber, nee, den Zustand. Ja, nicht. Vor allem, warum kann ich mit euch nicht reden? Wer mit dir? Hm? Scheiße. Hat aber auch so viel Mist mitgemacht. Doch irgendwas zu erzählen. 13 Jahre war der weg, verdammt. Und dann quatscht er nicht. 13 Fakten Jahre und dann so, ja. Braucht man eine Minute. Man sollte meinen, er hatte mehr als eine Minute. Okay. Ich war der Meinung, wir können da hoch. Ist wohl doch nicht so. Mensch. Also wir müssen jetzt so gesehen in Richtung Parkplatz. Wir müssen ein paar Seiten suchen. So alles, was wir so... Ja, wir müssen eigentlich nur zurück. Komischerweise bleibt der andere stehen. Wir gehen nicht zusammen zurück. Nein, wir gehen alleine. Jeder für sich. So. Alan geht mit den anderen, aber ansonsten ist das halt nicht beschlossen. Es könnte ja sein, dass da mal einer noch kommt oder sowas. Aber nö. Na, warum? Warum sollte man? Ja, der lässt nicht die Zombies killen, genau. Er hat sich erst im Wald verlaufen und dann, wenn wir den gekillt haben, dann taucht er auf einmal wieder auf. Dann, wenn der Spuk zu Ende ist. Ja, wir können ja erstmal zur Hexenhütte und da kann man nämlich dann speichern.
Das haben wir ja schon das haben wir schon festgestellt. Ich dachte, wir können da noch irgendwie. Ja. Ja, gut. Grill? Oh. Der Kult lässt Vorräte für seine Mitglieder zurück. Lampe. 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 Moment, wir haben. Untersuche vorher den gefluteten Bereich. Kehre nach Breitford zurück. Ja, der geflutete Bereich, dass wir den untersuchen. Ist ja irgendwie klar, dass wir das machen. Aber Lampe? Das Spiel meint es gerade gut mit uns. Kann das sein? Das ist eine private Hütte. Kultversteck. Und hier waren wir halt auch nicht. Wo irgendwas ist ja da mit einer Lampe. Ich war doch bei der Lampe. Sehr lecker aus. Mit der Lampe. Man kann auf die Glühbirne schießen, aber die wird nicht kaputt gehen und das Licht beschützt uns. Das ist was Positives. Warum hast du keinen Schlüssel dabei? Hätte da, ja. Steht halt eigentlich nur eine Lampe. Licht.
Okay. Verstehe ich jetzt noch weniger. Oder? Moment. Aber nichts. Das ist halt noch das Kultsymbol. Die Kultsymbole sind halt gefühlt hier überall am Wald. Mehr oder weniger. Die Pfeile irritieren mich. Hier ist nichts. Da war nichts. Wasserkocher, Gedöns. Aber irgendwie was schon. Leuchtfackel haben wir. Propantank. Wurfbarer vorne. Wirfbarer. Gasbehälter für explodiert bei Beschuss und fügt allen in der Nähe schweren Schaden zu. Das ist natürlich schön. Ja, schön. Schrotflintenmunition, das finde ich ganz gut. Und vor allem, was ist Schmerzmittel? Schmerzmittel stellt eine kleine Menge an Gesundheit schnell wieder her und füllt mit der Zeit weitere Gesundheit auf. Oh. Also, auf Time ist geil. Auf Time ist cool. Wir werden, denke ich mal, erstmal hier nach unten gehen und dann vielleicht private Hütte und den ganzen Kram anschauen. Das Problem an der Geschichte ist, eigentlich können wir hier nur speichern, Schutzraum. Deswegen müssen wir auch aufpassen, was wir hier treiben. Die Brücke scheint in Ordnung zu sein. Eine Angel. Der heutige Gefangene, ein gelbes Barsch und ein mittelgroßer Hecht. Eine Seeforelle ist mir leider durchs Netz gegangen. Kurz vor Sonnenuntergang sah ich eine fremde Person im Wald. Sie hatte ein Fernglas oder eine Art Teleskop dabei und machte sich Notizen. Sie hatten mich nicht bemerkt. Gut, ich brauche die Aufmerksamkeit nicht. Der heutige Fang, ein alter Gummistiefel, ein paar dieser Widerlinge haben sich wieder hier herumgetrieben. Ich bin ihnen aus dem Weg gegangen. Wie immer, niemand bemerkt einen ruhigen alten Fischer, nicht einmal die Fische. Ach, der tut mir leid. Kein Wunder, dass es dann hier hinten nicht weitergeht. Aber hier wird es wahrscheinlich dann... Wahrscheinlich geht es dann an andere Stelle hier weiter. Kann ich mir zumindest vorstellen. Das sind alles Sturmschäden, würde ich mal sagen. Also der See ist schon geil. Mit der kleinen Insel in der Mitte und allen. Und schick.
Flussufer Kolben. Witchfinder Station, Witch's Ladle. Da steht etwas geschrieben. Ein Gedicht? Oder ein Rätsel? Ja. Ich habe keine Ahnung. Gucken wir uns gleich an. Das ist schon ausgetrunken, wie es aussieht. Schmerzmittel? Ne. Eine Wäscheklammerpuppe. Das perfekte skurrile Souvenir für Logan. Kamera. Komm, wir drehen einen Film. Ja, man müsste ja meinen, da guckt man halt, aber. Gut, da kann man also nicht runter. Das ist nicht gut. Nö, nö, nö. Was irgendwie notizmäßig ist, ist immer so, ich kann es aufheben, aber Kennerspiel, alles, was das angeht. Erinnert mich an die Kinderreime, die ich Logan damals vorgelesen habe. Ein Vogel für das Licht, 2 für die Dunkelheit, 3 Vögel, wenn ein Kampf ausbricht, 4 für eine Schlacht, 5 Vögel für die Wunden, 6 für die Geschundenen, 7 fürs Ende, was immer es ist. Denken, Saga. Okay, ein Vogel für das Licht, 2 für die Dunkelheit, ein Vogel für das Licht. Feenpuppe. Fühlt sich anders an. Ich sollte mich umsehen. Okay. Ein Anhänger. Süß. Perfekt fürs Armband, das mir Logan geschenkt hat. Yay. Das war merkwürdig. Ich muss die Augen nach weiteren Reimen offen halten. Das habt ihr doch auch gehört, oder? Da ist irgendwie jemand in der Nähe. Da kam irgendeiner mit einem komischen Reim. Die hier. Ein Schatten bewegte sich in der Dunkelheit. Hielten sich. Okay. Das ist okay. Ich hab doch gesagt, ich habe was gehört.
Hammer-Talisman. Angriffe lassen Feinde häufiger taumeln. Gut. Das ist nicht perfekt, aber das ist gut. Und erhöht die maximale Gesundheit. Lungstalisman. Aber wir können halt nur 3. Hey. Also müssen wir jetzt weitere Krähen suchen. Kann die wieder mitnehmen. Hm. Ich hätte gesagt, das spielt keine Rolle. Ja, da können wir eh nichts mehr machen. Aber wenn die so gesehen zu uns kommen, ist mir das lieber, als wenn ich zu denen komme. Da oben kommen wir auf jeden Fall hoch. Da geht's hoch. Witchfinder Station. Private Hütte. Was wäre interessanter, die private Hütte oder? Ich würde sagen, Witchfinder Station klingt zwar interessant, aber die private Hütte würde ich erstmal in Angriff nehmen. Weil die halt Licht ist. Und das Blut. Wie kriegen wir denn das auf? Ja, Hallöchen. Oder wie B. Aber aktuell ist das halt hier Horror. Aber wir haben ja keinen Schlüssel für. Hm, nö. Kann ich auch nichts machen. Das ist im Grunde wie bei den anderen unten am Fluss. Ich mag das nicht. Nee, nee. Komm mal, lasst British Columbia, Washington. Der Pazifische Nordwesten erstreckt sich von Alaska über British Columbia, Washington und Oregon bis hinunter nach Kalifornien über ein vielfältiges Gebiet. Dort finden Sie 59 bedrohte oder gefährdete Pflanzen- und Tierarten, darunter die gewaltigen Orca und wilde graue Wölfe. Die Ökosysteme des Pazifischen Nordwestens sind unglaublich abwechslungsreich. Unter anderem befinden sich dort Bergregionen wie Cascades und die Olympic Ranges sowie dichte Wälder, die sie umgeben. Im Westen befinden sich mehrere Inseln und im Osten trockene Wüstenplateaus. Rotkehlchen, Möwen, Eichhörnchen, Otter, Pumas, Hirsche, Kojoten, Waschbären, Lachse und Blaureiher zählen zu den weit verbreitetsten Tieren im pazifischen Nordwesten. Die Sümpfe und Teiche dieser Gegend beheimaten eine beeindruckende Vielfalt an Tieren, aber auch majestätische Bäume wie die Sumpfpappel, den Oregon-Ahorn und die Oregon-Esche gedeihen in den Feuchtgebieten der Region. Ist ein echtes Paradies für Naturliebhaber. Ja, die Region ist ein echtes, schön. Witchfinder Station.
Okay. Ich dachte, Behälter, der ist abgeschlossen. Und hier ist auch noch ein Kult versteckt und das ist auch ein Behälter. Ja, das ist das hier. Bin ich jetzt richtig oder bin ich jetzt falsch? Ja, ich gucke gerne auf die Map gerade. Nein, ich bin falsch. Ich mag den Wald nicht. Ich mag den Wald gar nicht. Hm. Nee, nee, nee. Sind wir jetzt am Fluss? Ja, wir sind am Fluss, also bin ich irgendwo zu weit. Ach, hier geht's dann hoch. Noch eine Schließkassette. Stein, Stein, Baum. Bist du ziemlich helle, kriegst du auf die Schelle. Stein, Stein, Baum. Rock, rock, tree, are you bright and out? Oh, da seid ihr. Da liegt was. Er hat was fallen lassen. Hier ist auch noch so ein komisches Symbol. -2. Okay. Okay. Kann also runter, aber ich kann nicht hoch. Cool. +2. Hä? Was? Ich bin verwirrt. +2 ist 6. Also. Es hieß ja Baum, Baumstein. Baum ist +2, so. War das jetzt ein Stein? Ja. War das jetzt? 7. Das würde Stein sein.
7 minus 2. Fels, würde ich sagen. Fels oder Stein. Ich habe keine Ahnung. Hier ist plus 3, aber es ist auch ein Fels. Das ist 7. 7 ist minus 2. Schade. Wir watscheln durch das Wasser. Und es wird immer wieder. Wasser? Wasser? Ich habe was gehört. Ich ist so eine Hütte. Ist ja nicht so, dass ich hier nicht speichern kann. Einmal durch den Fluss und dann hier Hütte. Aber eigentlich habe ich Bock, das Rätsel gerade zu lösen. Ich bin mir gerade noch nicht sicher. Oh, außerdem, ich glaube, wir haben noch was zum Abgeben. Kann das sein oder kann das nicht sein, weil wir ja was gefunden haben? Helle, ich wusste es. Kinderreime. Kinderreime. Gruselige Puppen, geheimnisvolle Reime. Auch nicht merkwürdiger als alles andere hier. Yay oder so oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Sicher. Nein, nein, nein. Reime von Breitfalls. Reime von Colon Lake. Seltsame Puppe. Krähenpuppe zum Lösen des Reimpuzzles verwendet, okay? Für mich sieht es eher nach einer Eule aus. Und dann direkt unter den Geweih. Will das mir das irgendwie was sagen? Oh, eine Eule? Ich finde das Ding irgendwie hässlich. Einfach nur hässlich. Ich weiß nicht. Ich bin kein Puppenfreund. Das Nachstellen des Reims hat die Umgebung verändert. Was sind das für Dinge? Wer war das? Ein Talisman, der am Ort des Reims erschien. Reim aus der Nähe der Brücke von... Ah, hier. Golden Lake. Da. Ein Reim über das Zählen von Krähen. Jede Anzahl von Krähen hat eine andere Bedeutung. Okay. Ich habe auf dem Bild mit den Gehirnzeichen einen seltsamen Reim gefunden. Nein.
Doch, da unten. Was ist das für ein Aufbau? Warum das Stativ? Ein Experiment vielleicht? Ein Talisman, der am Ort des Reims erschien. Ein Talisman ist aufgetaucht. Wo kommt er her? Ich frage mich, ob es noch mehr gibt. Okay. Das Nachschauen des Reims hat die Umgebung verändert. Die Lösung des Rätsels hat die Welt verändert. Was ist hier los? Okay. Wir haben ja noch ein paar Manuskripte. Saga brennt die dunkle Substanz weg. Zurück im Witches Ladle richtet Saga die Taschenlampe auf die seltsame dunkle Substanz. Dieselbe Substanz, die Nightingale im Leichenschauhaus hinterlassen hatte. Darunter war... Zurück im Witches Ladle richtete Saga die Taschenlampe auf die seltsame dunkle Substanz. Dieselbe Substanz, die Nightingale im Leichenschauhaus hinterlassen hatte. Darunter war etwas versteckt. Sie versuchte mit Mühe etwas zu erkennen. Das Gegenteil von Sonnenflecken in ihren Augen. Noch schwärzer als schwarz. Plötzlich eine Veränderung. Das Licht reagierte auf die Substanz. Eine Rückkopplungsschleife. Es wanderte ihren Arm hinauf. Saga umklammerte die Taschenlampe. Willens damit, die dunkle Materie zu durchdringen, sie wegzubrennen. Und ich lese das hier auch noch vor. Ernsthaft? Moment. Das Opfer war einer der Iren. FBI Special Agent Robert Nightingale, der hier vor 13 Jahren verschwunden war. Jetzt war er plötzlich wieder aufgetaucht, nur um genau am Tag ihrer Ankunft in einem brutalen Ritual ermordet zu werden. Und dann war da noch die Seite. Die erste Seite, die sie gefunden hatten. Nicht die letzte. Der erste Schritt hinab in schreckliche Tiefen. Geheime Wahrheiten, die jenseits der Schwelle erzitterten. Das Lesen der Worte, dieser Worte, fühlte sich wie eine Botschaft an. War eine Botschaft. Jemand wusste, dass sie hier waren, was sie vorhatten. Jemand, der ein Spiel mit ihnen spielte. Jemand, der sie an der Nase herumführte. Eine Einladung. Wie konnten sie diese nicht annehmen? Die schiere Kühnheit dieses unmöglichen Rätsels, das sich ihnen bot. Selbst wenn sie wussten, dass es sie verletzen würde. Im Obduktionsraum herrschte Chaos, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Nightingale jagte Saga, sah sie nicht, taumelte an ihr vorbei. Die Besessenen konnten nicht ins Licht blicken. Licht verletzte sie, verletzte die Dunkelheit in ihnen, machte sie verwundbar. Ich lege den Schalter um. Klick. Zeigen Sie mir den Klicker. Kein Licht, aber da ist jemand. Hemingway brachte sie her, Hexe. Raus aus meinem Haus, rief Nightingale. Eine Welle des Schreckens schoss Saga durch den Kopf. Die schreckliche Wahrheit. Nightingale hatte kein Herz in seiner Brust. Aber hier war er und tötete. Ein Monster. Die Welt war aus dem Gleichgewicht geraten. Sie fanden sich auf der anderen Seite des Spiegels gefangen. Saga war zurück am Cauldron Lake. Er war auch dort, Nightingale. War es, aber war es auch nicht. Ein Besessener. Eine Kreatur der Dunkelheit. Er war außerhalb ihrer Reichweite. Dort, wo eine andere seltsame Realität, der dunkle Ort, mit der unseren verschmolz. Dieser Ort und der dunkle Ort. Darüber eine Plane, die alles unter sich ertränkt. Eine Flut von Dunkelheit, die alles durchdringt, verdirbt, verfaulen lässt. Die Seite nannte diesen Bereich Übergang. Saga musste Nightingale folgen, in den Übergang. Einen Weg hineinzufinden würde schwierig sein. Es erforderte präzise Schritte. Ein Ritual. Saga würde es erfahren. Das Monster aufhalten, bevor es wieder tötet. Ihre Aufgabe. Er würde drinnen sein und auf sie warten. Saga bewegte sich auf die kaputte Tür zu. Schussbereit. Die Taschenlampe nach vorn gerichtet. Nightingale sagte, dass es hier sein würde. Das Warenhaus am Cauldron Lake war zugewachsen. Dem Verfall überlassen. Saga dachte über den Kult des Baumes nach. Sie waren hier gewesen, wartend. Sie planten einen grausamen Ritualmord. Währenddessen spielten sie im Warenhaus Karten. Als wäre es nur ein gewöhnliches spätabendliches Pokerspiel. Saga trat näher an die Tür. Hatte das Tier sie aufgebrochen? Es gab einen lauten Knall. Saga sah sich einen Kultisten gegenüber. Eine hünenhafte Gestalt in einem Regenmantel. Wir wachen in der Nacht.
Wilde Augen hinter einer Hirschmaske aus Kunststoff, eine Axt in seiner erhobenen Hand. Hey. Schön, dass mal es vorgelesen wird, hatte ich jetzt nicht auf den Schirm. Ich halt wirklich jetzt nicht auf dem Schirm. Wir müssen ja ein paar Zahlen noch finden. Baum, Baum, Stein. 3 plus 3. Das ist gesehen auch ein Fels. Ein Stein. Wie man das halt sehen möchte. Und hier 6 plus 2. Aber das haben wir ja. Aber was hat die Zahl zu tun? Ist das die Reihenfolge oder so? Ich weiß. Rock, Rock, Tree. Stein, Stein, Baum. Stein, Stein, Baum. Dann könnte das 5, wenn ich das einfach so zusammenrechne. Also minus 2 wird es ja nicht sein. Aber dafür eine, weil so gesehen Fels war 7 und das war minus 2. Das wären dann 5. Das andere waren, ja, Fels, Fels. Ja, also 3 plus 3, das wären 6. Und der Baum wären so gesehen 8. Das waren 6 und plus 2. Also 5, 6, 8 oder 6, 5, 8? Ach, das ist es schon mal nicht. Also 6, 5. Das war also richtig. Gehörst du zu uns oder zu ihnen? Zu wen? Wir haben schon wieder irgendwie was gefunden. Aber hier kann sie halt nicht rennen. Kultverstecke. Achso, das ist einfach nur ein Kultversteck. Versteck in der Nähe eines Bachs in Cauldron Lake. Soll die Notiz darin etwa Leute abschrecken, rechnen Sie damit, dass sie aufgebrochen werden. Ja, gut. Das war jetzt auch nicht so wild, finde ich. Aber irgendwie geht's ja hier hoch. Irgendwie. Meine ich zumindest. Doch nicht. Doch. Da ist was. Ein Generador. Bin happy.
Ja, ich kann's doch. Soll jetzt hier ein Speicherpunkt? Was steht denn da? Notiz. Hauptsache, wir haben genug Benzin. Da ist noch einer dieser Reime. Eine Krähenmutter hockte im Nest hernieder, wachte über ihre Jungen mit ihrem Gefieder. Sie schützte ihr Heim vor allem Getier, das eindringen könnte in ihr Revier und eines Recken würde es brauchen, sollte je ein Wolf im Nest auftauchen. Ein Krähenmutter hörte im Nest hernieder, wachte über ihre Jungen mit ihrem Gefieder. Sie schützte ihr Heim vor allem Getier, das eindringen könnte in ihr Revier. Und eines Recken wird es brauchen, soll es je ein Wolf im Nest auftauchen. Auge, Baum, Küken, Liebe. Also entweder das Herz oder das, würde ich jetzt sagen. Das war es scheinbar nicht. Also das. Denn das Haus? Das schauen wir nicht. War das Falsche? Also ich hätte einfach gesagt, eine Krähenmutter. Auge? Das ist alles falsch irgendwie. Eine Krähenmutter hockte im Nest hernieder, wachte über ihre Jungen mit ihren Gefieder. Sie schützte ihr Heim vor allen Getier, das eindringen könnte in ihr Revier. Und eines Recken wird es brauchen, soll es je ein Wolf im Nest auftauchen. Machen wir das falsche Ding? Oh. Verhaltensregeln beim Camp. Von ihren freundlichen Ranger. Erlaubt. Wandern und die Natur genießen. Zelt aufstellen, ein leckeres Essen genießen. Entspannen. Nicht erlaubt. Bäume abhacken, Müll zurücklassen, Lärm verursachen und stören. Einen Waldbrand verursachen. Und denken Sie dran, immer Spaß zu haben. Gäste, Miriam und Matt, danke für die wunderbare Wanderung. Patty, bin extra aus New York City hier angereist und es war jede Minute wert. Laurie und Bob, diese Pfade waren schon mal in besserem Zustand. Kev, tolle Aussicht hier. Mr. Lockhart, wie wär's mit ein paar mehr Rastplätzen auf dem Weg? Also das ist ein Gästebuch, oder wie? Das ist ein Gästebuch. Also wenn das halt ein Gästebuch ist, dann ja. Ich bin ein bisschen schäbig irgendwie. Also als Gästebuch ist das halt echt ein bisschen schäbig. Manuskriptseite. Gut.
So 7 Stunden und 59 Minuten beschrieben. Schön. Und wir haben wieder eine Manuskriptseite gefunden, also wir hören uns das mal kurz an. Waffenverbesserung haben wir ja auch noch nicht viel. Der dunkle Kult des Baumes. Die Kinder in Bright Falls sind alle mit Geschichten über den Kult des Baumes aufgewachsen. Wilde Verrückte, die in den Wäldern leben. Satanisten, die "Wir wachen in der Nacht" sangen, während sie im Wald Blutopfer brachten. Oder von nicht ganz menschlichen Wesen, die in der Dunkelheit lauerten. Es gab viele Versionen der Geschichte, aber sie alle hatten ein wichtiges Element gemeinsam. Gefahr im Dunkeln, in den Wäldern. Irgendwo zwischen all den urbanen Legenden lag eine geheime Wahrheit, die wahre Identität der Kultisten, die durch die Wälder streiften. Echte Gesichter verbargen sich hinter den Masken, echte Hände hielten die Messer, echte Menschen, die ein düsteres Ziel verfolgten. Der Wald war nicht sicher. Die Menschen taten gut daran, ihre Kinder von den Bäumen fernzuhalten. Ja gut. Und wir haben es wirklich gespeichert. Keine Ahnung wegen der Puppe hier. Und da knattert ganz schön laut hier. Oh, ist das eine Rauchentwicklung hier. Aber egal, wo wir die Puppe hinstellen. Interessiert halt nicht. Hm. Irgendwie passt halt alles nicht so richtig. Eine Krähen macht Hexen. Ist das nicht als Krähenmutter oder wie? Keine Ahnung. Kinderreim. Das ist der zweite Schutzrahmen, also müssen wir jetzt nicht unbedingt dahin. Witchfinder Station können wir noch mal hingucken. Hat er schon wieder was gehört? Wo müssen wir denn lang? Das ist die Sache. Also die will ich ja eigentlich nicht. Für den Toolliebhaber, den haben wir ja schon gelesen. Ist soweit okay. Ist jetzt auch nichts, wo ich jetzt sage, oh, wow. Also von der Natur her ist das hier echt ein schöner Platz. Und auch schön, dass ich hier eine Abwirkung habe, aber Witchfinder Station, dann müsste das doch auf der Map aktualisiert sein.
Mehr oder weniger. Ich würde sagen, viele bunte Steine. Da ist einer. Hier sind welche. Noch mehr dieser Kinderlunchboxen. Oh. Natürlich wirst du Erfolg haben, sonst wärst du nicht der Held. Hehe. Danke. Ich bin ein Held. Ich fühle mich noch nicht wie einer. Also ist das eine Verbindung zum See? Cool. Okay. Gucken wir uns erstmal den anderen an. Waffenverbesserung. Ganz mit. Ich wusste nicht, dass wir jetzt schon so viele haben, aber gut. Hat jetzt relativ viele Seiten gebracht. Statt ja was von neuen auf einmal. Ganz mit. Flüssige Bewegung erhöht die Nachladegeschwindigkeit. Außer Gefecht verursacht erhöhten Schaden bei Feinden, die betäubt, geblendet oder niedergeschlagen wurden. Bereit für höheres. Töte einen Feind, um deine Gesundheit wiederherzustellen. Die Menge der Gesundheit hängt von der Stärke des Gegners ab. Das klingt viel zu geil. Ja, das ist halt wahrscheinlich eher für die Pistole, für die abgesägte Schrotflinte. Pistole. Pistols. Nach einem Kopf erzielen 2 Kopfschüsse in schneller Abfolge, um einen Feind für lange Zeit zu betäuben. Mehr Kugeln erhöht die Magazingröße um 50%. Immer und immer wieder halte den V-Knopf gedrückt, um den Autofeuermodus zu aktivieren. Dies erhöht die Feuerrate drastisch. Das verbraucht halt auch mehr Munition. Also generell würde ich ja eher sagen, ich nehme hier. Wegen Gesundheit. Töte einen Feind, um deine Gesundheit wiederherzustellen. Die Menge der Gesundheit hängt von der Stärke des Gegners ab. Das könnte halt. Ja. The report of the shotgun rang in the air. The enemy fell. Saga felt a surge of new energy. She'd been dead tired before, but was ready for more now. She would get through this. She continued on. Bingo. Das ist nur für die Schrotflinte gewesen. Ist zwar geil, kann ich nichts anderes sagen, aber. Die Tatorte. Ein Übergang brauchte einen Anstoß aus beiden Richtungen. Die Realität wird durch wiederholte, an einen Ort gebundene dunkle Überlieferungen zerfressen. Dann ein Kontrapunkt, ein Kunstwerk, eine Horrorerzählung, die in den Tiefen des dunklen Ortes entstand und eine Verbindung zur Geschichte auf der anderen Seite herstellt, um durch den geschwächten Schleier zu gelangen.
Ein Gesetzeshüter, dem das Herz aus der Brust geschnitten wurde. 2 korrupte Männer getötet durch falschen Ehrgeiz. Eine verfolgte alte Frau ertrunken in einer Badewanne. Reflexionen auf der anderen Seite des Spiegels. Bögen, die durch die Realitäten stechen. Die Verstärkung des Einflusses des dunklen Ortes. Diese Elemente wirkten zusammen und bildeten ein Rinnsal, das zu einem Sturzbach wurde. Ein Wurmloch, ein Vortex. Die Kunst, die Landkarte wurde zum Albtraumgebiet, wo der dunkle Ort in unsere Realität eindrang, eine Decke über sie legte, wo sie sich überlappten und die Realität wie einen schlechten Traum in eine Schleife verwandelte, die alles und jeden in ihrem dunklen Gebilde des Horrors umgestaltete. Hört sich doch toll an. Ja, mehr oder weniger. Jetzt haben wir zumindest für die Schrotflinte eine coole Verbesserung. Aber ja. Schrotflinte ist halt nicht alles und Schrotflinte braucht halt. Ist eine Munitionskacke. Es ist. Nee. Munitionsmäßig kannst du die halt komplett in den Eimer treten. Die haben halt kaum was dafür. Ja, erstmal entspannen. Dort drüben ist ein Reim. Da ist ein zweiter Stock. Nur Entry. Leave the... Ja. Boah. No Leave und so ist immer so eine Sache hier. Kann man also auch rein. Boah, hier geht's auf jeden Fall tief runter. Moment. Bäumchen, Boot. Was Süßes. Cool. Ein mutiger Held verließ sein Haus und zog nur in die Welt hinaus. Doch aus den Wäldern kroch er Isegrim, nur Böses hatte er in Sinn. Und alles, was er fand im Haus, fraß gierig schlingert er dann auf. Und als der Held zurück eins kam von seinen Liebchen, blieb ihm nur ein Arm. Ein mutiger Held. Ich verstehe es gerade nicht. Ich glaube, irgendwie fehlt uns das Richtige. Ich habe aktuell echt keinen Plan. Ich hätte einfach gesagt, uns fehlt das Richtige. Ein Röhrenbildschirm, oh Gott.
Die gute alte Röhre. Benutzername Administrator. Passwort. 1, 2, 3, 4, 5 natürlich. Oh. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 1. Okay, Moment. Eins, zwei, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 5, 4, 3. Hätte ja sein können. Ich habe keine Ahnung. Ey! Wollte doch nicht, dass die... Was für ein schönes Reh. Oh. Ein Reh, ich dachte, das ist ein Hirsch. Von mir ist auch ein Reh. Hm. Wo soll ich jetzt das Passwort finden? Die Biest befinden. Elch, Hirsch, Reh, ach, keine Ahnung mehr. Okay. Hm. Gut. Ist halt nichts, auch nicht so wild, dann ist da halt nichts. Heldenpuppe. Wolfspuppe. Ich wusste, uns fehlt was. Aber sag mich doch, worein, ich weiß es nicht. Ich wusste nur, es fehlt uns was. Testorte an Cauldron Lake, Standortvorbereitung, Witches Fun Station 2, Flussufer, Felsenhäuser am Cauldron Lake ein. Okay. Das ist immer so hier. Ich
Ich würde mir ich würde mir jedes Mal den Kopf anhauen hier bei der Ecke. Aber nichts. Die Ecke kommt zu früh. Kommt zu früh, die Ecke. Ja gut. Das ist eine Lampe. Zumindest das WC ist sauber. Weil du kannst dir dann beim Kacken zuschauen. Wenn du da so sitzt und dann kannst du dir gucken, wie du gerade am Kacken bist. Mir würde ich beim Kacken zusehen, aber der Spiegel ist ja so ausgerichtet. Du schaust du halt wirklich an. Erstmal schön beim Kacken zuschauen, das ist ein bisschen merkwürdig. Aber gut. Ziel: Untersuchung der realitätsverändernden Effekte, die im Gebiet des Kolonien entdeckt wurden und die Nutzung entdeckt wurden unter einer Nutzung von Fiktion und Kunst als Quelle und anschließende Manifestation der Resultate in die Existenz. Mythologie. Das FBC will in diesem Forschungsprojekt mit Kinderreimen in weiteren als Fiktion bezeichnetes experimentieren und versuchen, die Bedingungen nachzubilden, unter denen das Geschriebene Wirklichkeit werden würde. Die Hypothese lautet, dass die Fiktion die Realität auf zwei verschiedene Weise beeinflusst, entweder indem sie Ereignisse wiedergibt, die bereits stattgefunden haben, aber ihren späteren Schöpfer nicht bekannt sind, dessen Schöpfungsakt daher zum Katalysator für diese vergangenen Ereignisse wird, nach denen sie zur Quelle ihrer eigenen Inspiration werden, oder indem die Fiktion selbst die treibende Kraft in ihrer gegenwärtigen Zeitlinie ist und den Schöpfer als Medium benutzt. In den Experiment werden wir Kinderreimtexte mit einer bestimmten Funktion kreieren und dann die dargestellten Puppen und Symbole nach Bedarf in einen sorgfältigen Testprozess mit dem Ziel verwenden, dass sich die in der Fiktion erzählte Geschichte im wirklichen Leben manifestiert. Es werden verschiedene Kombinationen von Puppen, Symbolen und Reimen ausprobiert, um eine große Menge an Daten zu sammeln, in der Hoffnung, dass sich ein Muster ergibt. Die Methoden werden im Laufe der Tests auf der Grundlage unserer Ergebnisse angepasst. Hurra! Darauf gehe ich jetzt erstmal kacken. Cooles Bild. So hell. Jetzt will ich aber was hören, mein Bruder. Noch 8. Noch 8. Ich weiß noch nicht. Ja. Kinderreime. Heldenpuppe zum Lösen des Reimpuzzles verwendet. Ist das mit Folie überzogen? Da hat sich jemand ins Zeug gelegt. Na ja.
Wolfspuppe zum Lösen des Reimpuzzles verwendet. So viele. Hat eine schöne Bemalung gut gemacht. FBC-Akte, welche die Testorte am Colon Lake auflistet. Reime von Colon Lake. Okay. Die Standorte sind die Witchfinder Station, das Flussufer und die Ferienhäuser am Cauldron Lake. Also müssten wir die Orte eigentlich als markiert haben auf der Map schon. Meine ich zumindest. FBC-Akte über die realitätsverändernden Fähigkeiten der Kinderreime. Seltsame Puppen. Das FBC erforscht also, wie Fiktion die Realität beeinflusst. Kommt mir bekannt vor. Alex Casey. Was haben wir hier? Da haben wir eine Box. Lunchbox von Außenbereich der Hütte des Ranges am Cauldron Lake. Darin war eine motivierende Notiz. Passt jemand auf mich auf? Ich weiß es nicht. Schön wär's. Ich bin über jeden Aufpasser sehr froh. Das motiviert so gesehen ein bisschen. Und gibt ein bisschen Mut. Den Mut tut gut. Aber Passwort? Ich habe hier kein Passwort gefunden. Am besten Willen. Ich fand den Reim nur nicht so begeisternd hier. Ein mutiger Held verließ sein Haus und zog nun in die Welt weit hinaus. Doch aus den Wäldern kroch der Isegrim, nur Biss hatte er im Sinn, und alles, was er fand im Haus, fraß gierig, schlingend er dann auf. Und als der Held zurück einst kam, von seinen Liebchen blieb nur ein Arm. Irgendwie nicht. Elbenpuppe? Ja. Das ist doch die Heldenpuppe. Ja. Der Held geht auf die Reise, so. Ja. Sieht falsch aus. Denken, Saga. Also bitte auf Reisen. Versuch's weiter.
Macht keinen Sinn. Hab das seltsame Gefühl, dass sich was verändert hat. Aber der Baum? Es hat sich auch was verändert. Hier sind Fußspuren. Was ist das? Genau das, was es zu sein scheint. Ein Iselgrimm. Aber es ist ein Iselgrimm in dem Fall. Hier der Reimer. Ja. Nach Abschluss des Reims erschien eine dunkle Substanz. Der Reim von Bratwurst Force. Reime vom Außenbereich der Hütte des Rangers am Cauldron Lake. Der Held des Reims hat das Kind ungeschützt zurückgelassen. Sieht wie eine Spur aus. Soll ich ihr folgen? Ich habe keine Ahnung. Scheinbar ja schon. Oh, verdammt. Noch ein Talisman für mein Armband. Soll ich mich darüber jetzt freuen? Ich glaube nicht. Aber ich habe auch kein Passwort bis jetzt. Kaffeetasse Talisman rettet dich vor dem Tod, wird aber dabei zerstört. Cool. Irgendwie cool, aber bin mir nicht sicher, ob ich das gerade nutzen möchte. Was hat was? Eine kleine süße Kaffeetasse zum Umhängen. Ist mal was anderes. Bei uns fehlen ja hier noch ein Passwort und hier ist halt keins. Passwort würde ich halt gern haben. Wir sind jetzt beim Auto, Anderson. Wie läuft's da unten? Ich glaube, ich bin hier fertig. Wir sehen uns am Parkplatz. Ach, ich bin fertig? Cool. Aber wenn ich jetzt gesagt hätte, ich bin nicht fertig. Das ist ein Vogelnest. Naja. Ganz nett.
denke mir immer bei solchen Vogelnestern, die sehen extrem schick aus und alles. Aber muss das sein? Und vor allen Dingen, gehen die Vögel da überhaupt dann rein? Die meisten, also die brauchen das halt nicht. Und gefühlt ist das meistens total übertrieben. So, und hier war ja noch ein Kinderreim. So, wie war das? Eine Krähenmutter hockte im Nest hernieder, wachte über ihre Jungen mit ihrem Gefieder. Sie schützte ihr Heim vor allen Getier, das eindringen könnte in ihr Revier. Und eines Recken würde es brauchen, soll je ein Wolf im Nest auftauchen. Puppe. Nein. Das ist falsch. Nee. Oh. Was denn? Oh. Wolfspuppe. Nein. Das klingt aber richtig. Oh. Oh. Irgendwie vertieren mich nicht sicher. Nein. Sieht falsch aus. Eine Krähenmutter hockte im Nest hernieder, wachte über ihre Jungen mit ihrem Gefieder. Sie schützt ihr Heim vor allen Getier, das eindringen könnt in ihr Revier. Und eines Recken wird es brauchen, sollte ein Wolf im Nest auftauchen. Sag mir jetzt nicht. Die Heldenpuppe. Denken, Saga. Das ist falsch. Und ich habe auch gerade keine Idee. Macht keinen Sinn. Du sagst halt auch nicht, was richtig ist. Nein. Also der Wolf, hätte ich gesagt, beobachtet auf jeden Fall. Das macht für mich halt Sinn. So. Die Krähenpuppe, so gesehen, bewacht ihr Heim. Und der Held schützt die Jungen. Hier ist einfach mal gesagt. Versuch's weiter. Nein. Nicht? Macht keinen Sinn. Das ist falsch. Versuch's weiter. Wir haben nur 3. Oh. Nee. Oh. Moment, der Wolf im Wald. So. Denken, Saga. Der Held, die Sieht falsch aus. fand das eigentlich jetzt richtig.
Aber nein, spielt jetzt erstmal keine Rolle. Ich gehe kurz noch weiter. Genau. Maximale Speicherspende gerade gespeichert. Und ich werde den Stream jetzt hier an dieser Stelle beenden. Was hochladen. Vielleicht über Nacht noch ein bisschen sein, aber ich glaube,